Hallöchen. Hallo. So. Südele. Und da starten wir. Oh mein Gott, ist das gelb. Wir müssen mal das Licht wechseln, glaube ich. Ich glaube, so sieht gar nicht so schlimm aus. Hallöchen, wie geht's? So. Wie geht's, wie steht's? Also Blues beschäftigt, sehe ich. Hund liegt auch wieder. Die hat nämlich gerade einen Schlabberanfall gekriegt und hat einfach Haare kürzer. Yes. Haare kürzer. Ich habe sie radikal gekürzt. Das war ungefähr, ja, so ein Stück auf jeden Fall. Ja. Ich wollte sie mal wieder kürzer haben. Nee, beim Turnen ist es mir mittlerweile aufgefallen, dass ich immer auf meinen Haaren gelandet bin und dementsprechend mussten sie kürzer. So. Bei dir geht's langsam wieder besser. Das klingt super. Das klingt wirklich gut. Erzähl mir, was ist, beziehungsweise erzählt mir, beziehungsweise da Blue beschäftigt ist, erzählt sie wahrscheinlich nicht, aber was ist so in letzter Zeit bei euch passiert? Ich kann auch mal erzählen, bei mir ist gerade läuft jetzt tatsächlich die komplette Umgewöhnungsphase. Ich bin jetzt komplett dabei, gerade meine Ernährung umzustellen. Wir haben jetzt heute das erste Mal glutenfreie Nudeln geholt und wir haben jetzt glutenfreies Brot zu Hause und ich teste das jetzt erstmal ein bisschen und mal gucken, wie es so wird. Ich bin gespannt. Die Nudeln waren auf jeden Fall schon mal lecker, aber sie waren halt, also es ist eine Gewöhnungssache, die schmecken halt anders als normale Nudeln. Ne? Aber nicht schlecht anders, sondern wir haben jetzt auch mehrere verschiedene Sorten geholt, um mal durchzutesten und zu gucken,
War halt irgendwie ganz, ganz komisch, weil wenn man an Nudeln denkt und es dann anders schmeckt, ist halt irgendwie so, hä? Und ja, ist ein bisschen strange, aber yes. Und deshalb, ich bin mal gespannt, wie das laufen wird und dann werde ich euch berichten. Aber im Prinzip, seit gestern haben wir das Brot, seit heute die Nudeln. Ich werde berichten. Mal gucken, mal gucken. Ja, und am Mittwoch war ich spontan bei einem Musical, denn ein Mädel von meiner Cheergruppe, von meiner mittleren Cheergruppe, da hat die Mutter mich angeschrieben und meinte nur so, hier, meine Tochter macht da mit, hast du nicht vielleicht Bock, da mal hinzufahren, mal zuzugucken. Und ja, die haben tatsächlich nur 4 Vorstellungen insgesamt. Und dann haben eine Freundin und ich uns spontan entschieden, dass wir da mal hinfahren. Und ich muss echt sagen, weil die haben dann auch noch erzählt, das war am Mittwoch und die haben sich Sonntag das erste Mal getroffen. Also die komplette Gruppe aus Leuten, die das da gemacht hat. Und scheiße sind die gut, also wirklich. Man muss ja eh sagen, es sind Kinder. Und für 3 Tage, wie beschreibe ich das jetzt? Olli und ich waren mal bei einem Musical, auch eine Laienaufführung. Die haben ein ganzes Jahr daran gesessen und die waren so schlecht. Es tut mir leid, die waren richtig scheiße. Und wenn man das bei Olli erwähnt, der kotzt dir gleich im Strahl. Und diese Kinder wirklich innerhalb von 3 Tagen sowas Gutes auf die Beine bringen, muss ich echt sagen, Respekt. Also klar, die haben die Lieder vorher gekriegt, damit sie die lernen konnten. Aber generell all das zusammenzukriegen und so synchron auch. Ich war begeistert, muss ich wirklich sagen. Was man halt sagen muss, das war halt irgendwie komplett geleitet von der Kirche. Dementsprechend, meine Freundin und ich hätten ein Trinkspiel rausmachen können und das Wort Gott, wir hätten unterm Tisch gelegen, aber sowas von. Aber an sich auch ein super schön gewähltes Thema für das Alter, wo die Kinder waren. Weil ich muss jetzt überlegen, ich glaube zwischen 13 und 19. Und das Thema war halt so das Zweifeln an Gott und hast du nicht gesehen. Und darauf war das ganze Stück dann aufgebaut. Aber es war so gut. Also es war wirklich, ich war richtig begeistert, muss ich echt sagen. Ja, das Einzige, was halt schwierig war, wie gesagt, das Wort Gott war viel zu häufig da. Viel zu häufig. Und, ein Charakter war sehr schlecht ausgearbeitet, sagen wir es so. Also, toxische Beziehung wurde dafür gut befunden. Sagen wir es so. Weil der Charakter so schlecht ausgearbeitet war. Ja. Also, das war ein bisschen schwierig, aber sonst muss ich echt sagen, war das Stück echt schön. Und kann ich echt nur sagen, war richtig, richtig nice. You! What are you doing? Ja, danke Schatzi. Danke Schatzi. Bist du schon dabei oder musst du erst noch ganz viele tolle Updates machen? Ich bin gespannt. Der Olli will nämlich jetzt gerade aufnehmen. Zumindest ist das Ziel. Ja, und was kann ich noch erzählen? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, sonst gibt es tatsächlich nichts zu erzählen. Irgendwie? Nö, ich glaube, so die letzte Woche ist nicht so viel passiert. Außer, dass ich mich derzeit echt fühle wie eine Oma. Ich glaube, wir müssen entweder unsere Matratze entsorgen oder das Lattenrost. Denn ich liege da drauf und ich fühle mich echt wie Oma. Also ich kann mich kaum bewegen derzeit. Mache ein paar Grotten zur Vorbereitung. Updates sind nicht wirklich da. Okay. Vögelchen auch. Oh, Vögelchen! Ja, es gab noch Vögelchen. Ich muss mal gerade das Foto suchen. Ich war mit Bailey morgens unterwegs
Und auf einmal schnüffelte Bailey mitten in so ein Gebüsch rein. Und ich zog sie da weg und sie machte immer so und stupste da irgendwas an und dann war da ein Vögelchen. Und da habe ich sie halt weiter weggezogen und dann ist sie wieder dahin und hat es weiter angestupst und hallo, du kommst nicht raus, vergiss es, da draußen ist laut. Dann habe ich sie beiseite gezogen und habe mir das Vögelchen halt ein bisschen angeguckt und dachte, okay, vielleicht hat sich den Flügel gebrochen, weil es hopste nur rum. Und die Flügel beide so angelegt und es hopste nur so rum. Dementsprechend, weil das auch nicht weit weg von uns zu Hause war, habe ich dann Bailey nach Hause gebracht. Habe eine Kiste fertig gemacht und mit Wattebällchen ausgelegt und so. Und bin dann wieder dahin und wollte den Vogel dann mitnehmen und hoffentlich aufpäppeln. Und Vögelchen ließ sich gar nicht anpacken. Der hat immer wieder hier diese... Wie beschreibe ich das? Die fauchen ja nicht, aber die machen so... irgendwie sowas. Und das hat er die ganze Zeit gemacht und dann irgendwann fing er an, mich verscheuchen zu wollen und fing an, mit den Flügeln zu schlagen. Und da merkte ich, Flügelchen sind tatsächlich nicht gebrochen, aber komplett unter dem Flügel, alles war offen. Und es sah halt auch schon so aus, als wären da Maden drin und alles. Das war echt ganz, ganz fürchterlich. Also für den kam leider jede Hilfe zu spät und ich war echt am Überlegen, was machst du? Kannst du irgendwas machen? Weil doof gesagt, lange leiden lassen wollte ich den Vogel jetzt auch nicht, ne? Und es war echt fies. Ich habe ein Foto davon gemacht. Von Vögelchen. Und er hat so einen Schnabel, als wäre es ein Rabe. Aber ich finde, also vom Gefieder sieht es halt aus, als wäre es eine Taube, aber ich weiß nicht, was es war. Aber es war riesig. Es war halt wirklich riesig. Es war so groß. Nee, aber ich habe ihn nicht in die Finger gekriegt. Er hat mich jedes Mal wieder verjagt und dementsprechend habe ich ihn dann da gelassen. Und ich habe gehofft, dass entweder sein Leiden nicht so lange dauert oder dass ihn tatsächlich jemand findet und dass er dann sich irgendwie mitnehmen lässt. Und am nächsten Tag war ich dann nochmal da und der Vogel saß nicht mehr da und es waren auch keine Federn irgendwo zerdingst. Also dementsprechend hat ihn wahrscheinlich auch keine Katze gekriegt. Habt ihr einen Tierschutzverein für sowas? Ich gestehe, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Gar keine Ahnung. Aber wie gesagt, er hat sich auch gar nicht irgendwie anpacken lassen. Aber ich gehe jetzt halt davon aus, dass ihn wirklich irgendwie jemand mitgenommen hat, beziehungsweise gekriegt hat. Aber es sah echt übel aus, vor allen Dingen. So an sich, wenn er die Flügel unten hatte, sah er komplett normal aus, weil er hatte sich auch normal bewegt und es war nicht so, als wäre er krank oder so. Ja, und dann die Flügel nach oben und du hast halt wirklich gesehen, alles mit Maden da zerfressen. Das war echt übel. Also wahrscheinlich irgendwann mal von der Katze erwischt worden vorher. Ja, und dann... Wir haben einen Allgemeinen, den man für sowas anrufen kann. Die fangen ein und kümmern sich darum, arbeiten mit den Tierärzten hier zusammen. Ah, das ist natürlich super gut. Nee, ich habe tatsächlich eben nur gelesen, also wir haben da irgendwo eine Zeitung liegen und dass das Tierheim jetzt komplett überfüllt hier ist und ja, also dementsprechend, falls es davon ausgehen würde, würden die garantiert niemanden holen. Kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, kann ja auch sein, dass das eine eigene Dingens ist. Ich war auch am Überlegen, ob ich unseren Headcoach anrufe. Denn sie ist tatsächlich... wenn ihr Schneewittchen schon mal gesehen habt, also den Film, den alten Film, dann wisst ihr, wie mein Headcoach ist. Die ist genauso. Sie ist nämlich so ein
ein Mensch, sie sammelt egal welches Tier ein und peppelt das auf. Egal wie, egal was. Sie hatte auch schon eine Fledermaus bei sich zu Hause und sie hatte, Gott, was hatte sie noch alles? Sie hatte eigentlich einen Zoo, also sie hat so schon einen Zoo und mit all den Sachen, die sie dann noch so hat, beziehungsweise hatte, ist schon lustig. Und bei ihr hätte ich mir halt auch vorstellen können, dass sie dann, doof gesagt, mit einer Pinzette jeden Marder einzeln rausgezogen hätte und so. Und, ja. Das ist ein Verein, der ehrenamtlich arbeitet. Ja, die meisten Vereine arbeiten ja ehrenamtlich, doof gesagt. Das, was ich mache, ist ja auch ehrenamtliche Arbeit. Naja. Aber wie gesagt, der Vogel saß nicht mehr da, also ich glaube, den hat tatsächlich jemand mitnehmen können und hoffentlich wieder aufgepäppelt. Also, wie gesagt, wenn eine Katze Vögel erwischt, dann ist ja immer alles zerrupft und so und da war gar nichts. Dementsprechend glaube ich tatsächlich ganz gut. Keine Ahnung, stehe unter Schmerzmitteln und bin nicht zurechnungsfähig. Warum unter Schmerzmitteln? Warte, jetzt bin ich verwirrt. Warst du nicht Grippe? Warst du nicht Grippe? Hattest du nicht eine Grippe? Jetzt bin ich wirklich ganz verwirrt. Also, meine letzte Information ist Grippe bzw. Erkältung bzw. irgendwas in die Richtung. Das ist lange vor. Das war vor 4 Wochen. 4 Wochen garantiert nicht, das schwöre ich dir. Wir gucken mal in den Chat. Ich schwöre dir, das sind keine 4 Wochen her. Nee, aber was ist dann passiert? Wenn ich fragen darf. Oh, irgendwie. Mein Stuhl und die Höhe meiner Knie passen nicht zusammen. So. Und das hier sieht da alles so voll gemüllt aus. Das fällt mir gerade so auf. Aber generell mein Schreibtisch sieht auch schon wieder aus wie... Hast du nicht gesehen. Ganz, ganz schlimm. Und ich habe... Ännchen für dich. Ich habe dieses Buch fertig gelesen. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, irgendwas zu Ende zu lesen. Was du dir hier... Und so. Ey, das Buch ist mein Jahreshighlight. Und ich habe geheult wie sonst was. Also es ist... Ja. Es ist mein absolutes Jahreshighlight. Ja. Und ich würde sagen, ich würde nebenbei einfach mal das Spiel anmachen, beziehungsweise es probieren anzudingsen. Und meine Mama hat mir geschrieben, so. So. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel ist, weil es sieht super, super süß aus. Hatte Montag 2 Panikattacken. Mein Körper greift sich gerade selber an. Lymphknoten sind geschwollen und Co. Mein Nacken lag gestern auch mit 39,2 Fieber flach. Was aber nur hinweg ist. Oh nö. Okay, das hört sich echt heftig an. Kann ich nur sagen, gute Besserung. Ich hoffe, das wird schnell wieder. Hey, Schnuckel. Oh, jetzt fühlt sie. Hund will rüber. Höre. Du machst Blödsinn, wenn du bei mir drüben bist und dann nicht rauskommst. Oh, ist das traurig hier. Bürchen. Du schubberst dich dann nur wieder an Handtüchern. Du machst dann nur Blödsinn. Oh, dieser Hund ist so gefräßig, ne? Du bist gefräßig. Du bist gefräßig. Ja, ich bin gefräßig. Welches Buch genau? The Things We Leave Unfinished. Hab euch lieb.
Wir dich auch. Viel Spaß. Dankeschön, dir auch. Okay, so. Dann würde ich mal... Kabelsalat! Entschuldigung. Ja, so schlimm also. Ja, ich war nur am Flennen. Es ist so gut. Also wie gesagt, es ist mein Jahreshighlight. Und ich dachte, ich hätte mein Jahreshighlight schon gefunden, aber nein, das ist mein Jahreshighlight. Und ja, wie gesagt, nur am Flennen. So. Und da haben wir das Spiel. Und dann öffnen wir es mal. Wo ist es denn? Da. Und Freunde, es sieht so gut aus. Es sieht so super aus. Ich freue mich drauf, muss ich wirklich sagen. Ist das super leise oder geht das? Das machen wir mal auf Deutsch. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist irgendwie ziemlich leise. Oder geht das so? Leise. Besser. Okay, schön. Also, es ist ein... Ja, es ist ein... ganz kurz ein bisschen wegziehen. Ein Detektivspiel. Beziehungsweise geht es in diese Richtung. So. Und, wie man sich das hier schon vorstellen kann. Weiß nicht. Hallöchen. Hallo Nelo und danke. Und, oh scheiße, ich muss jetzt mal was trinken. Jetzt habe ich mich gerade voll erschreckt. Und jetzt krabbelt es mir am Hals. Danke. Und wie geht's dir? Wie steht's? So. Also, Katzenspiel. Ich habe tatsächlich... wir nehmen den normalen Modus, würde ich sagen. Bin gespannt. Das ist schön. Ja, auch. Is that a fire cannon? Indoors? Oh, that really isn't safe. Ich bin Is verwirrt. someone there? Hello? Am I yelling loudly enough for you? Oh, much better. Thank you. I just... Ow! Oh, what the... I think I just walked into a wall of spikes. Hey, can we get the lights on in here? Look, it's cute, it's fun. Thanks for this, but, you know, time for some lights. Much better, thank you. Oh, hey, it was a cat kiss. Oh, neat. Okay, wir werden einfach mitten reingeschmissen. Okay. Also, Nele, ja, mir geht's auch ganz gut. Und, obwohl ich sagen muss, ich bin so frustriert. Es gibt diesen Monat ein Buch, was rauskommt, ja, was ich unbedingt haben möchte und unbedingt direkt lesen möchte. Und das wird in 3 Wochen released. Und wir waren heute Morgen in der Stadt. Und ich bin nicht in den Thalia gegangen, weil ich wusste, es wird ja noch nicht released. Und jetzt kommt's. Das wurde einfach heute, also 3 Wochen vorher, schon verschickt an alle Thalias. Also dementsprechend hätte ich es wahrscheinlich schon finden können. Ich bin so traurig.
So. Spikey der Kaktus. Aha, okay. Spiky, huh? Holding down the fort against any potential invasion of balloon people. Good cat, Lucas. Es sieht so süß aus. Ich muss halt wirklich sagen, Tiki-Masken. The most generic pictures imaginable of tropical locales. Da stand nur Story-Modus, hat ein Tutorial. Ja, gut. I mean, they obviously just copied what the Voodoo Bar did, but why aren't these holding tiny guitars? It would have been perfect. Womit will er die Gitarre denn halten? Also, ganz gut meine Frage. Okay, den kann ich nicht. Und deswegen, ja, Hunde gibt's hier halt nicht. Immer noch. Im Thalia bekommst du das auch. Aber ich bestell die Sachen nicht. Ich hol die einfach vor Ort, wenn es da ist. Unterlassungsanordnung. The official cease and desist letter from Town Hall. Okay. Okay. Ich laufe einfach drüber. Warum stehen denn hier überall Sachen, die einfach nicht weggeräumt werden? Bin gerade ein bisschen Where the verwirrt. magic happens, or lack thereof. Wonder where that goes. Okay, also wir können auch Sachen hier einfach... Das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Hugendubel ist so ein Ostding. Also das gibt's hier halt gar nicht. Habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. No time to sit and have a drink. Need to get this cease and desist delivered. Ah, okay, wir müssen die an ihn also zustellen. Oh, das ist vielleicht nicht so geil. Wir benutzen erstmal die Oh, Hinter... anyone back here? Okay, es ist also niemand da hinten. Bei uns haben die vieles, sonst nicht, beziehungsweise ist es auch gern mal teurer, besonders englische Bücher oder... Bei uns haben die tatsächlich eine riesige Auswahl. Und alles, was Neues, kriegen die sowieso rein. Und tatsächlich auch eine gute Anzahl. Und dementsprechend bestelle ich da tatsächlich nicht. Sondern gehe einfach hin und hole mir die Sachen. Aber wie gesagt, wenn Sachen einfach mal 3 Wochen früher, ist halt ungeil. Konntest dich aber trotzdem dazu abbringen, zu sündigen, auch wenn die Sünde später eintrifft. Nicht. Aber ich möchte doch so gerne das Buch. Das ist schlimm. Okay. Was? Warte, es gibt Benutzen und es gibt... Oh, sure. As if this grubby doorframe in a rundown bar is gonna taste like some delicious fruit or something. Don't judge our door frames. You don't know them. They're imported. Okay, wir können am Türrahmen lecken. It is literally covered in spines, and the client didn't cough up for medical on this case. Wir lecken mal an der Bar. Sit there. They sit there with their booties, with their butts. Well, they coat these in wax now. No more fun flavors. Okay, es ist krank. Bei uns ist halt meistens Uni-Stuff und so vorrätig. Bei uns haben wir tatsächlich recht große Abteilungen für alles. Also, ich glaube, das, was am kleinsten ist, ist tatsächlich Dekokrams. Aber sonst gibt es wirklich von allem so ungefähr gleich viel. Und muss ich sagen, finde ich gar nicht schlecht. Okay, dann reden wir mal mit dem Dude, würde ich sagen. Oder auch nicht. Face of intellectual copyright infringement.
rude. Böse. Hello there. Are you the owner? Who's asking? Oh, my name is Cuddles Nutterbutter. I'm here to serve you. Don't need no Cuddles blue waivers. Butternara? Thanks. Serve you papers? I mean, I'm a private investigator. What sort of PI work is delivering papers? Shouldn't you be out investigating? Yes, well, bit of a dry stretch right now, if I'm honest, and this pays the bills. Happens more than you'd think. Oh, show me a badge then. Of course, it's right. Oh, where did it? Actually, you know what? I forgot. Badges are being discontinued, so don't worry about it. Ms. None of your business. It's business, then. I have a few questions for you. Ist das eine Voodoo-Gitarre? Wo? Und was zum Teufel ist eine Voodoo-Gitarre? There's a whole lot of fire around here. Seems pretty unsafe, especially given you sell quite a lot of alcohol. You gotta have fire. It's for the ambiance. The ambiance of catching on fire. Customers know the risks. We make it clear when you enter. No, you don't. It's pitch black. There's a whole lot of very loud, unnecessarily dramatic music, and fire keeps exploding everywhere. And one wrong step and your customers will be a cat kebab. See? You know the risks. Proves my points. Okay. Man muss Feuer haben für die Atmosphäre? Bitte was? Every single thing I can see in here is a direct copy of the interior of my client's bar, except for your obsession with fire. How do you explain that? They must have come in and taken pictures when I wasn't looking. Oh, those jerks. Just full of answers, aren't you? And what about... Boss, I'm just about done copying the Voodoo Boss menu. There. Right, someone just said they're duplicating my client's menu. No, it's rats. It's rats in the walls. Right, rats. Yeah, no, I mean... It feels weird talking to that mask. Can you take it off, please? Yeah, I can't do that. Our clients expect it. It calms. Yeah, if you're attracting the Es sort of beruhigt clientele sie. for Finde ich whom super. that mask is calming. Also würde mich so jemand angucken, fände ich das nicht gerade Listen, beruhigend. this is a tough city, okay? There's cats out there working hard to put food on the table, and they come here to relax. And the mask helps. When they leave, I hear them breathe sighs of relief. They're probably just glad they got through another visit here without being set on fire. Hardly anyone has been set on fire at the Voodoo Guitar this month. We got a certificate. Okay. You have a sign outside your bar. It says, "We're the voodoo place that don't serve no cursed margaritas." Care to explain? Means we don't got no cursed margaritas? Firstly, that hasn't cleared anything up. Secondly, it's slander. It's true. No cursed drinks in here. That's our guarantee. The guitar guarantee, yeah. You obviously just made that up. More to the point, there are no cursed drinks in my client's bar either. What even is a cursed margarita? Instead of lime juice, it's got the souls of the damned. Ms. Business, my clients do not add condemned souls to their drinks, as I think you well know. Yeah, but like, how can we be sure? They don't have a sign. That's not... What? Ich mag den That Humor. doesn't even... Well, I don't see any guitars in here, so your whole name is a lie. You clearly ripped off my client's entire concept and just picked a word that rhymes with bar. Guitar's a state of mind, though, isn't it? The voodoo guitar is totally different from all other voodoo-themed outlets. Yeah, if you ignore all the bits that are identical. Uh-huh. This
this establishment is named the Voodoo Guitar. Is that right? Maybe. What's it to you? I represent the owners of the Voodoo Bar. Yeah, I'm sure you're familiar. The Voodoo-themed bar directly across the street from you. They feel... Okay, das ist super dreist. You copied not only their concept, but, well, everything, basically. Oh, yeah? They gotta prove it then, don't they? Oh, I see you are a cat of some legal knowledge. Past experiences, is my guess. The thing is, from what I've seen of this establishment, it won't be difficult to prove. Do you really want this to go to court? You ain't got nothing on me. We'll see. I Ja. have a cease and desist from the Voodoo Bar. Ja. If you don't comply, my clients will see you in court, where, inter alia, you will have to sit in some very uncomfortable chairs in a room with too little air conditioning. It is not a party. Big words don't impress me. Show me the papers. Oh, fine, I will. Take the papers. Now you take the papers. WTF? I need to think. Don't go anywhere. Okay. Honestly, I can barely even read the lettering, but not my problem. Miss Business, then. I have a few questions for you. Okay, The warte. papers. Now you take the papers. Think. Don't go anywhere. Okay, okay, okay. Wonder where that goes. Hello, anyone back here? No. Honestly, I can barely even read the lettering, but not my problem. Honestly, I can barely even read Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie ich das richtig benutze. Hello, anyone back here? No. Weil, wenn ich es benutze, benutze ich es ja nicht, weil ja, es wird dann ja nichts Neues gesagt oder so. Es ist ja wirklich nur dieses... Das ist irgendwie schwierig. Oh, I don't want that staring back at me in my office. doch lieber den Sir... Nö, warum? They aren't even hung up straight. Dann kann ich ja gleich auf leicht spielen, warum sollte ich das? Wir haben ja noch nicht mal wirklich was ausprobiert. Okay, das können wir nicht. Tipp, 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 tipp. Okay. Also alles, was mit der Fotos ist, sprechen. Können wir den anlecken? I'm gonna need to lick your face now. Sure thing. Huh? Go for it. Lick away. Treat yourself. This is a trap. You're trying to trick me. Nobody ever says yes. What's your angle, huh? Hidden cameras? Are you trying to expose me? I don't care. Licking isn't a crime. I checked. I don't care. I've got a mask. Oh, that tasted horrible. Are you saying the taste of my mask isn't good enough for Mr. Fancy over here? Ich glaube, wir haben gerade die Katze vergiftet. Okay. Okay. Ich frage einfach nicht. Okay, hier ist der... Okay, das ist ein bisschen schwierig. Dass das irgendwie manchmal an verschiedenen Stellen angezeigt wird. Gut, Vermutung wäre für mich, dass wir uns eine Maske aufsetzen müssen und dem Typen das Ding zustellen müssen. Sonst würde ich mich fragen, warum die hier alle sind.
bet you guys have seen some stuff, huh? Okay. Das funktioniert nicht. Dann lecken wir die Maske nochmal ab. Laminated wood and oh, yeah, yes, just a hint of grease. Well, I learned a lot. The one on the wall looks like it's sleeping. Wish I was sleeping right now. Gut. Mit dem Feuer können wir auch gar nichts machen, ne? Zumindest so wie es ausschaut, nicht. Die Voodoo-Bar. Ein neuer Tag, ein neuer Fall. Mein Klient, die Voodoo-Bar, hat mich angeheuert, eine Unterlassungserklärung an eine andere Bar zu stellen, die sie schamlos kopiert. Die Voodoo-Guitar. Okay, das sieht sehr cute aus. Okay. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir die Maske nehmen müssen. Ach! Wow. Here are the papers. I trust this settles the matter. Have your name Das müssen wir also mit der Maus machen. Gut. Not me. I don't go to court, but someone will, and I bet they'll be mean. What if I say I won't accept the papers? That's not up to you. Here. Nah. Dann gebe ich sie Can ihm. you take this cease and desist from me? No, the boss will be mad. I mean, squeak. I bet you never have to give out cease and desists. You just sit there trying to be scary. Okay, dem Kaktus. All right, fine. You want to be difficult? I'll give the papers to another employee, like this fine fella right here. He seems reasonable. That ain't an employee, that's a cat kiss. He's got a name tag, though. That'll hold up in court. Hello there, Spiky! You've been served. If I have to come back here to serve more papers to the voodoo mandolin or the voodoo sitar or any other sort of mystical instrument, you'll wish you only had fake rats to worry about. Squeak. Ja, wir haben unsere Tasche vergessen, aber hey. Welcome back, sir. How did it go? Oh, fine. You know, served them the papers. Argued about who copied whom, walked into a huge cat kiss, you know, the usual. I did, though, almost get fried by a fire cannon at some point, so that was exciting. A fire cannon? Indoors? That's very unsafe. That's Das nenne ich exactly what I Briefkasten. said. Jo. Not that they cared, but anyway, it's done. Another citizen in need helped Aber by Nutter Butter investigations. Inform the media. Open the champagne. Oh well. I really Muss ich hope gleich drauf something bigger zurückkommen. comes along soon, Tabby. You know, I'm being wasted on these tadpole cases. I tell you, there's a full-sized toad of a case out there somewhere with my name on it. I'm sure of it. A toad named Cuddles? Well, Ich until muss that tatsächlich comes sagen, ich finde, along, sie sieht I gar have a nicht aus surprise that should wie cheer eine you up. Katze. Surprises? I love those. Tabby, man, have I ever told you that your timing is perfect? I could really use a pick-me-up right now. I thought you might. It's waiting in your office. Go on in and I'll be there shortly. I'm just expecting a delivery. You're the best, Tabster. I know, sir. Okay. Also zum Thema frittiert werden. Habe ich was gesehen in... Oh Gott. Ich glaube, das war Istanbul oder so. Da hat eine Familie auf einer Hochzeit, haben die so ein Indoor-Feuerwerk gemacht. Und die Deckendekoration hat angefangen zu brennen und einfach 98 Leute sind gestorben dabei. Fuck my life.
Also klar, gerade diese türkischen Hochzeiten mit 3000 Menschen, ne? Aber heftig, oder? Tja, aber das habe ich auch gesehen. Hey, das ist doch... Also ein bisschen nachdenken, weißt du? Wenn ich so ein Indoor-Feuerwerk mache, dann mache ich doch nicht so einen Kladderadatsch unter die Decke. Es ist schwierig. So, erstmal die Notiz lesen. Warte, There's so. some writing on this. That's some really high-grade writing paper. I would have just used a napkin. Oh, but what if I then needed that napkin? Huh. Well played, Professor. Stadt, Reisen nach. Okay, aber gelesen haben wir letztens. Shouldn't, but maybe the ink will tell me more. To whom it may concern, I am currently out of the country on a research trip. If you need to contact me, please contact the Dean of the Department of Biology at Fernandina University, or phone me at this number. Mouse, shell, bell, bunny, bathtub. Okay, Kaffeemaschine. Kaffeemaschine dran lecken, aber sowas von. Is that drop of coffee trying to escape? Not on my watch. Wo wir gerade dabei sind. Ich habe seit geraumer Zeit kein Kaffee und keine Energy mehr getrunken. Und ich glaube, heute wird es Zeit, dass ich tatsächlich mal wieder ein Energy trinke. How does she do it? Ich muss sagen, Tabby sieht süß aus. Aber ich finde wirklich, sie sieht nicht aus wie eine Katze. Bist du krank? Nee, ich stelle halt meine komplette Ernährung gerade um. Reisen nach Büro. Leute, lasst uns reisen. Koffer packen und ab ins Büro. Und hier ist ein Mauseloch unten drunter. Das ist ja cute. Where you Wow! at, sneaky little surprise. Das ist ein krankes Büro. He's gonna find ya. Ooh, he's gonna find ya. Yes, he is. Er will die Spielsachen benutzen. Oh. Ja. Forschungsbücherregal. They look beautiful just where they are, I'd say. No need to move them. Aber Mac's full power snarled as he fired all 16 barrels of his quad blasters into the alien's sole remaining face. Oh my goodness. Max is so cool. okay. Yeah, still no fun at all. If you enjoyed this book, try the prequel, 8 Great Plates of Dates. 9 dunkle Torten. Einfache Rezepte für den viel beschäftigten Unternehmer. Mhm. Oysters und das It's Meer. written very academically. Puts me to sleep in minutes. Okay, was haben wir hier? Ich höre dich. Ein Audio-Leitfaden für neugierige Katzen. Ah, you can hear better when you press something hollow against the surface. Nicht denken, nur trinken. Da kann man sich mit kleinem Budget betrinken. Never know when you might need a recipe book. Ach, das kann ich mitnehmen? I'm pretty confident I don't need this anymore. Oh, well that's good. I should tell that one to Tabby. Tigerschlag. Entdecke die große Katze in deiner kleinen Katze. Das hört sich sehr falsch an, wenn ich das mal so sagen darf. They look beautiful just where they are, I'd say. Okay. No need to move them. Gut, gut, gut. Telefon? It's not ringing right now. Maybe later. Perhaps even a call from the Meow Meow Furrington Private Investigators Guild. Okay.
Wir benutzen erstmal das Radio. Nothing on at the moment. Gut, wir benutzen das Geschenk. A brand new dire recorder, as seen on TV, with up to 12 hours of recording time, 2 playback speeds, and a waterproof casing. Oh, let's try this out. Dear dire recorder, hi there, I'm Cuddles, your new best friend. First things first, I can't just call you dire recorder, you need a proper name, or people will think I'm really weird for talking to you all the time. I used to know a good listener named Ramon. Yeah, and he was on television too, like you. So, Ramon, my assistant Tabby has gifted you to me. I'm pretty sure I know why. She suggested the other day that I need to keep better records of my cases. She actually said that real detectives don't just slap sticky notes on everything to remember critical details. I'm not sure I agree. Ich glaube, ich wäre genauso überall einfach Klebezettel. Everything system was a huge success. She went to the effort of buying you from me, so Ganz viele Klebezettel. I'll record Alleine myself hier. with you from now on, and hopefully she'll stop bringing up the time she accidentally ate a sticky note that I put on her sandwich. Ew. Cuddles! Sir? Professor Huggy's delivery is here. I'll be out in a second. Just grab it for me, would ya? That's Tabby now. Kinda new, but determined to make a difference. We get along well. Okay, all done. Enjoying your new dire recorder, sir? I love it. Thanks, Tabster. My pleasure, sir. Office lunches are safe once more. Oh, Whiskers, there goes the phone. Hello? Hello. Oh, good evening, Chief. Yes, he just fit. Oh, yes, of course. Please hold. Ich habe so das Gefühl, wir müssen ans Telefon gehen und es nicht anlecken. Sir, I've got the chief of police on the line. He says it's urgent. He always says that. It was even urgent when they needed an extra person for the interdepartmental volleyball game last week. I got sand in so many places. Ask him to phone back tomorrow, Tabby. Yes, sir, but you were just saying you wanted bigger cases, right? I think this one might be pretty big. Yeah. He said cucumber. Whoa. Language, Tabby. Wirklich? I've never Er heard sagte him curse Q, before. komm. Something must be up. All right, I guess I'd better take this. Patching him through, sir. Das ist so gemein. Hello? Evening, Chief. How's things at Police HQ tonight? Bad. In fact, we've got a real cucumber of a situation on our hands. That's some pretty strong language, Chief. How can I help? I just got word of a situation downtown. Ich finde das so witzig mit Katzen und Gurken. Disturbance Und ich finde es schön, dass sie das mit reinnehmen. Not clear yet what happened exactly. I need you to get down there and investigate. That name rings a bell. Isn't it owned by a mob boss or something? Cucumber ist Gurke. The mob boss, Bartholomew Montague, arguably the most powerful criminal in the city. It's his sleazy castle, we suspect. A place where piles of dirty money get cleaned. Ooh, sleazy money, my favorite. If I find any of those piles, can I keep them? Always the comedian, Nutter Butter. You should be more worried about leaving with both legs unbroken. Oh. Ich habe das Gefühl, das Spiel hat jemand entwickelt, der wirklich Katzen zu Hause hat. Ich weiß nicht warum. Any additional details on what actually happened? One of my guys caught wind of something over the tapped phone, but it was unclear. Whatever it was, it's got Montague in a tiz. I got a call right after saying Bartholomew has booked a flight home from a holiday trip overseas. We've got a very small window of time before he lands. Probably kicks us all out. My guys have bullied their way in for now. That's where you come in, Nutter Butter. I told my officers to play it very cool. I do not want to kick off a
questions we can. Got it? Yes, sir. If it's such a tense situation, why get involved at all? If someone's making trouble for mobsters, I say let them at it. Nutter butter, don't make me regret calling you second about this. Second? Who did you call first? Wait, was it that hack Alfonso? You know he lost his own car keys for 9 months once, right? Oh, he couldn't solve a case if the perp was tied to his collar. Pay attention, Nutter butter. Das ist ganz schön aggressiv. Your success rate is actually pretty good, and I will deny that if asked by anyone else. You hear? And because Alfonso's out of the country. I knew it. Focus! Whatever's going down at the Nitty Kitty, chances are it involves a rival mob. If we're really unlucky, it's the Catulets. That's why my people are staying at Pa's. Die Catulets? They'll help as much as they can. Ach ja, und der Name, der passt ja auch so gut. Repercussions of Oh nein! side in Es ist eine fight Romeo und Julia downfall Anspielung. of a mob war. Rather not think about it. Die Capulets. Probably involves declawing machines and barrels of acid. If it comes to that, Es ist I'd rather Liebe. it be Es ist given jetzt schon to Liebe. one of my guys. I'm sure you understand. Oh, Chief, that's so... well, actually, that's pretty awful. Did you say declawing machine? I'll fax over the documents. I need you on this, Nutter Butter. Don't let me down. Yeah. So, I mean, how many paws are we talking about here? Like, how many paws are they going through to need a machine to... Do they keep them? Is there a room somewhere just with claws? Good night, Cuddles. Good night, Chief. Well? We've got ourselves a big one, Tabby. Safety of the city, lives in the balance sort of thing. Cancel my appointments and get yourself plenty of coffee. I have a feeling it's going to be a busy night. I'm gonna head straight to the Decline Club to see what we've got. The what? Oh, did I say Decline Club? Ha ha ha! That's certainly not preying on my mind or anything. I meant the Nitty Kitty Club. Well, we don't take midnight appointments, so nothing to cancel there. And I'm already ahead of you with the coffee. But did you say the Nitty Kitty Club? Where all the criminals hang out? Not all of them, Tabby. I'm sure some hang out in dark alleyways and large empty warehouses down at the docks and such. It doesn't matter. So this is really ironisch. gonna put me, or us, on the map. We'll be big time in no time. Well, yes, that's very exciting, sir, but those mobsters, from what I've read in the news, they're real mean. Keep an eye on your back out there, all right? I don't want to see your face on the television tomorrow under the title, Missing, Presumed Chopped Up and Thrown into the River. You'd better be standing right here in front of me. Don't worry, Tabs. I'll be sure to come back in one piece. We both know this place wouldn't be the same without me. Well, true, but that's not quite what I meant. You've forgotten to pay me this week. Again. But I just realized Oopsie. you don't need all your limbs to sign a check. Ask the nice scary mobsters to go for the legs first, will ya? Oh, Whiskers. I'm Böse. really sorry, Tabster. I promise this is the last time. My new buddy here, Ramon, he's gonna make sure I don't forget things anymore. Say hi, Ramon. Hi, Ramon. Hi. Oh, you named the recorder. Well. Wow. It works. Okay. Dieser Humor ist super und die Anspielungen sind auch schon toll. Und ich wette, da waren schon 20 drin, die ich nicht verstanden habe. Ich glaube nämlich, dass Nitty Kitty ist nämlich auch schon eine Anspielung. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist super. Na komm. Du, Tausen Kabausen, wir gehen in die Stadt.
Okay, da hinten ist, da ist unser Büro. Mhm. Schickes Gebäude, muss ich sagen. Das Nitty Kitty ist aber ganz schön groß. Ich bin mal gespannt, wie groß das noch alles wird. Ich muss übrigens sagen, super schön gezeichnet, finde ich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Citizen, please do not approach any closer. This is a crime scene. That means you, Cuddles. There he stood, like a fat, round traffic cone, heedlessly impeding everyone's normal flow. Kwiatkowski. When cops talk about throwing the book at someone, it's his book they mean. He knew all the rules, every single one. Whiskers, he probably invented half of them, and he'd make sure they were followed to the letter, or else you'd never hear the end of it. Okay, dann gehen wir einfach rein. I'd better not try. Krakowski might not look it, but he's scary when he's mad. Wouldn't want to get on his bad side. Not that he even has a good one. I'd best convince him to let me through first. Okay, wir können da in die Stadt reisen und dann die Gasse. Dann gehen wir erstmal in die Gasse. Gucken wir uns erstmal da um. Sieht ja schon wieder richtig super aus. Wie die Wolke da lang gezogen ist. Das ist super. Maschine. Auch genannt Computer. That didn't do anything. Okay. That didn't do anything. Wir müssen also erstmal etwas in den Schlitz stecken, gehe ich mal von aus. Looks like I could insert something there. Okay, wir brauchen also etwas für den Schlitz. Das hört sich auf jetzt schon. Pumpkin! The Crying Gerbil presents Flaccid Levitating Pumpkin live, playing tracks from their debut album, West of Forever and also Upside Down, featuring Grimstunk Hagfederer on vocals. Oh boy. Okay. Den hinteren Bereich können wir uns noch ansehen. Die Wasserfälle. Those infamous, disgusting alleyway puddles I've heard so much about. Wait, sorry, not disgusting. Characterful. Ah ja. Sehr charaktervoll. One cat's trash is another cat's second-hand trash. Gotta get my paws dirty if I hope to get anywhere. Ja, wir wollen da... Do not... Also. A bag full of gears? That doesn't look like trash. I'll grab that. And an old shoe with a name on it. Larry. Oh dear. Larry lost his boot. Maybe I can return it to him. Larry. Second worst time I've fallen into trash. Wait. No, yeah. Second. Jetzt wüsste ich gerne, was das schlimmste Mal war. So, was haben wir denn hier? Die Ramon, Tasche mit Teilen und Larry Stiefel. Just a bunch of gears. What could you fix with this? Tja, das müssen wir dann herausfinden. Wir gehen in den hinteren Bereich und gucken erstmal da. I avoid that part of town if I can. They're so aggressive about upselling furniture to you. Ja, aber wir wollen trotzdem in den hinteren Bereich. Ist mir egal. I should keep away from there. That takes you straight to Murder Death Street. Mörder-Todstraße? Mhm. Die Mörder-Todstraße ist nicht gut übersetzt worden, glaube ich. Warte mal. That's a bit misleading. All the booze in this town is cheap, except the imported stuff. I'm all good on brandy right now. Billy's still half full. Mom always said, cheap signs mean a high chance of contracting a disease. Never knew what she meant until now. Okay, wir dürfen da also nicht dran. Do not lick. There's a sign for that? Why on this? Who's going around putting these up? Also da will jemand, dass wir nicht an der Mülltonne lecken. Warum?
Vielleicht wollen wir doch so gerne an der Mülltonne lecken. Okay, hier haben wir ein Schild, da haben wir ein Schild. Some cats like to tease their dinners. Mhm. Wonder how bad things have to get for someone to end up here. A big ball of yarn, the universal symbol for a good time. Although not everyone will like the sort of good time you get here. Looks like Richard Krakowski's on duty. He's a stickler for the rules, while I'm more of a stray. Lick the police. Yeah, but not him, because that's how I get locked up. Licorice flavor. Gross. Lakritze? Yee! I bet if I hold on this, the entire thing will unravel and the whole town will be drowned in a flood of yarn. Or maybe not. Gut, dann halt nicht, dann sprechen wir halt mit ihm. What's the sit rep? Firstly, as I am on duty, I require you to drop the informalities. Please refer to mag me uns nicht, würde ich as sagen. Detective Krakowski. Secondly, sitrep is a law enforcement term, Cuddles. You are not authorized to employ it. The situation is that I've been assigned to guard the premises. Now please, step back, or I will be forced to make you step back. With force. Forcibly! I want to ask you some questions while I'm here. Maintaining good public relations is one of the key roles of an officer, such as myself. I'd be happy to answer your questions. What do you know about this place? I know Fangen wir erstmal so nothing aus. beyond what I've read in past incident reports. Word on the street is, it's a sleazy hotbed of crime owned by a dangerous cat and his son. As soon as this situation is resolved, I hope to never return. Except perhaps to arrest the entire staff. Der hat irre Augen. What's actually happened inside, if you know? The chief just said it was a disturbance. Detective Fuzzball is inside, and according to him, it's murder. Good. Who died? We don't know yet. Detective Fuzzball should have some new information, but he has to stay inside to keep an eye on the body. And I need to stay out here to keep away overly curious and badgeless PIs. Actually, don't worry. Yeah. Okay. Wir sind in offizieller Angelegenheit hier. Actually, the chief called me in himself. So if you'll just let me past, I'll get out of your fur, and we can both get on with our jobs. Not so fast. Do you have a PI badge and a permit? Without those two things, you won't take a single step further. Badge? Permit? Are you being serious? Krakowski, you know who I am. I've been at like 10 crime scenes with you before. You hit me right in the face with a volleyball last week. Really hurt. Don't try and cozy up to me, Cuddles. Rules are rules. Nobody goes inside without a private investigator badge and an official permit P54851. I am an officer of the law. Gut, If wo I kriegen wir did die? not follow the rules, then the very fabric of society would collapse. The entire city would be plunged into a nightmare of crime from which we might never escape. So, it's my duty to be the moral backbone of this city. Therefore, I'll ask you again. Do you have the correct items? Yes. I mean no. Well, okay, so don't say no immediately. No paperwork, no entry, Cuddles. I left them at the office, all right? I was a bit distracted by something the chief said about declawing machines. But come on, don't be such a stick in the mud, Krakowski. We're friends. Absolute right? Horrorvorstellung von mir übrigens. Good Nägel acquaintances, maybe? gezogen kriegen. Distant colleagues? Finde ich ganz, ganz fürchterlich. You see this uniform, Cuddles? This means that I'm on duty. I am not your familiar acquaintance when I'm on duty.
I am the only bastion against the forces of darkness seeking to overwhelm this city with their darkness. And you see that lack of badge on you? That means you're currently just a civilian impeding the enforcement of justice. Move along, citizen. Ich muss in den Club, lass mich da rein. Hey, Krakowski. I'm just gonna pop inside. Not so fast. Have you found your PI badge and fax permit yet? Ich muss gleich mal gucken, was ins Handbuch geschrieben wurde. Ich bin The gespannt. bulging eye of the law can see that you're lying, Cuddles. I won't let you in without your badge and permit. Der ist aber ziemlich laut, oder kommt mir das nur so vor? Goodbye, Krakowski. I'm keeping my nose on you. Ich habe das Gefühl, er ist einfach 10-fach lauter als alle anderen. So. Ich habe eine abgestellte Maschine in der Gasse hinter dem Nitty Kitty gefunden. Sie muss vor kurzem entsorgt worden sein. Sie sieht sauber und gut gewartet aus. Warum? Ach so. Ich habe einen unerwarteten Anruf des Polizeichefs bekommen. Unten im Nitty Kitty Club ist etwas vorgefallen und ich habe den Fall bekommen. Weil ich definitiv besser bin als Alfonso. Ich muss da sofort hin. Zwar ist er einfach nur im Urlaub, aber ja. Krakowski ist mal wieder der übliche Pedant und will mich nicht in den Club lassen. So, also du sagst auch, der Typ ist ein bisschen laut. Dann machen wir, obwohl, das ist dann ja nicht der Ton, das ist dann ja die Sprache. Dann machen wir das mal so. Södele. Gut. Ich würde jetzt erstmal wieder zurück in unser Dings reisen. Unser Büro. Back so soon? Did the villains hear you were on the case and instantly hand themselves in? Oh, haha, very funny. You know what isn't funny? Officer Krakowski? The sourpuss wouldn't let me into the crime scene. He's just doing his job. You know how much he loves the pageantry of it all. Yeah, well, he could take a day off now and then. He's seen me countless times before. I shouldn't need to prove anything with a stupid badge. Oh, you forgot your private investigator badge again, didn't you? That's the third time this week. Not true. Only the second. Uh-huh. What about Yeah. Monday? I had to go down to the police station myself to hand in those papers when they wouldn't let you file them due to lack of identification. All right, 3 times. Or if you count the time you Whoopsie. came back for it, then left again after forgetting why you were here. It's a very forgettable item. Okay, All right. also wir sind einfach nur ein verwirrter Mensch. There's not much I can do here. Wir sollten mit ihr sprechen. You know, Krakowski also mentioned a permit. Genau. Is that even a real thing, or is he just poking my tail? It is for some cases. Did the chief mention one? I think so. I was a little distracted by the decline comments. Edna hasn't sent it yet then. I'll just give her a call and check. Oh, I can do that. Edna and I get along really well. Are you certain? Edna Honeybottom, the secretary at the police station, with the big hair? That's her. We've got this cute thing we do where we dance around the fact that we'd be kind of great together. You and... wow. Okay, ich bin That's gespannt. quite an image. But if you insist, sir, the number is bird, snowflake, mouse, bell, shell. Got it. Shell. Bell. Well. Dog. No, sir. Here, I'll write it down for you. Gut, wir haben die Nummer. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut. Wo könnte unsere Badge sein? Wahrscheinlich irgendwo am Schreibtisch. Was zum Teufel ist hier alles drin?
strong, Cuddles. Billy the brandy decanter will still be here when you're done. Er gibt einfach allem irgendwie einen Namen. Let me just move this piece of paper. It's empty. No point opening it. Was ist hinter dem Brandy? Ich sehe doch, dass da irgendwas liegt. See you soon, Billy. Gut, dann mach zu den. Obwohl, warte mal. Warte. Wir haben da übrigens fette Flecken drauf. This could come in handy. Okay, aber das war irgendwie eine andere. Das war nicht die Marke. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. I used to have a picture of my mother in this frame instead of Matrick and I, but, well, I love you, Mom, but it was weird having you staring at me all day. Ja, das verstehe ich irgendwie. Better make a quick note here. Cuddles is the best detective. Wait, vest detective? Cuddles? Der ist durch, absolut. Skizzenbuch. I have been meaning to start my epic drawing of myself valiantly fighting off a zombie horde, but now might not be the time. Now isn't the time for doodles. Crime before creativity. Okay. If I stick the number to that, I'll probably just forget I even have it. Vogel, Schneeflocke, Maus, Klingel, Shell. Okay, Vogel. The headset, then dial. I don't like to brag, but I'm pretty sure I've mastered that. Vogel, Schneeflocke, Maus, Klingel, Shell. Hello? Hey, Edna, it's me, Cuddles. How are you? Horrible. Oh, no, what happened? You phoned me. Oh. Sie mag uns vielleicht doch nicht ganz so So gerne. listen, I'm following up on some documents I need for a case. The one at the Nitty Kitty Club. I need them to get in. Krakowski's being Krakowski, and you know how he is. Irritating and tiresome? Yes, exactly. I meant You got me again. So, can you fax the papers through? no. I do all my faxing in the morning. Oh, I kind of really need them now. Krakowski won't let me into the crime scene without them, and the chief said it's a really important case. So, Fine. thank you, Edna. Whatever. Hi! Constable Frangipane! I need to talk to you! Oh. Gut. Daran kann ich nicht lecken? Toll. Okay, das ist irgendwie frustrierend. Kann ich auch nicht ansehen. Doodling helps me concentrate when I've got a particularly tricky problem to solve. Okay, schade. Okay, wir müssen die Badge finden. Wo könnte die sein? I love napping on that thing, but I always have the weirdest dreams. Und was macht mein Hund da vorne? I bet if I was like 300 times stronger, Wo I could ist mein lift Hund? this entire thing. I don't think it's jam in the whole. Mein Hund macht komische Geräusche, aber ich weiß nicht, wo mein Hund ist. Ach, da hinten. Okay. Crisp crumbs with a side of lint. My favorite. Krümel und Flusen, geil. Okay. Das normale Bücherregal.
I like books. They don't commit felonies. They don't force you to chase them when you ask questions, and they don't claw and hiss at you in interrogations. Plus, they look nice. Okay. Oh. That takes care of the permit. Guess I don't need this posted anymore. Okay, wir haben den Passierschein. Jetzt fragen wir nochmal, wo die Marke sein I könnte. get excited when a job comes up. I can't be expected to keep track of a little badge when my mind is in overdrive, forming plans to foil criminals, save the city. Do you have any idea where I left it? Knowing you, it's probably in your office somewhere. Krakowski is just doing his job, you know. Same as you. Don't let it frazzle your whiskers. They're not frazzled, just singed. Okay, also irgendwo im Büro. Hallo? Thanks, Tabby. Das war irgendwie strange. Wo im Büro könnte sie denn noch sein? Sofakissen. Wahrscheinlich ins Sofa gerutscht. 100 Pro. So poofy. I want to cuddle it. Hey, my detective badge is under this cushion. Der hat 100 Pro da genickert. How'd you end up there, you sneaky little thing? Mir passiert das auch oft, wenn ich auf dem Sofa schlafe, dass mir alle Leckerchen für Bailey aus der Hosentasche fallen. Und dementsprechend liegen die dann alle im Sofa. Deshalb kenne ich das nur zu gut. So, der Nitty Kitty Club. Ach, oder hier. What's the dealio, Krakowski? Please refrain from taking that casual tone with an officer of the law, Cuddles. I have a taser, and I'm not afraid to fill in a form to apply for permission to use it. In 3 to 6 weeks. Wow. Hey, Krakowski, I'm just gonna pop inside. Not so fast. Have you found your PI badge and fax permit yet? Ja, haben wir ja mittlerweile. It was really hard. I hope you're grateful. Well, these both seem to check out. Pleased to meet you, PI Nuttabutter. I actually expected you a while ago. What with the severity of the situation? What? Blöder. I stood Piep, just... piep, piep, piep. Krakowski, I swear. The corpse is cooling, Cuddles. The crime scene awaits you. At least I can get to work. Now that you'll actually Er ist so ein Arsch. The law thanks you. The law is A what, citizen? lovely. The law is lovely. Delighted to hear it. Oh, and one more thing, Cuddles. I'll be keeping that permit. Don't want you persuading your way into any other places you shouldn't be now, do we? Oh. Hallo. Goodbye, Krakowski. I'm keeping Okay. my nose on you. Das wird auf jeden Fall nicht unser Lieblingscharakter, würde ich sagen. Ramon, I'm in. The club looks deserted, though. The only patrons in here tonight are wearing blue and carrying guns. Cuddles! Finally! Where have you been? I've been waiting here for ages. A huge oil tanker of a police cat hovered near the entranceway, his eyes darting between the door and an even larger cat standing behind the bar. As soon as he saw me, his shoulders sagged in relief, and he hurried over, his voice unnecessarily loud. I think if I make eye contact with that bar cat one more time, he might try to eat me. Sorry, Detective. You can ask the nitpicky officer guarding the door why I'm late. He didn't want to let me in. Oh, yes? Out of spite, no doubt. I'm sure you didn't, say, forget your badge again?
Nein, natürlich nicht. He's just choosing to be annoying. This isn't Als wenn just wir another unsere case. Marke vergessen würden. We're on a Montemute home turf. And badges are not. That puts us on the back paw. Bukowski and I are here because we thought we might catch the Montemutes doing something that they would, would let us lock a couple of them up. But it's worse than that. Much worse. Oh no. Edgar Montemute, Bartholomew's son, is dead. Oh! Murdered. Well, cucumbers. Well, not only that, but that starlet, Miss Kitty, has mysteriously and coincidentally vanished. Mystery and coincidence. Huh. In my experience, you only get to pick one. So, what happened exactly? All I know is so far is that Tinkle the Bearcat, you can't miss him. He looks like someone stuck legs and arms into a mountain. He Ja, opened the schon. club up for the evening, as usual, and found the body. Needless to say, it wasn't there when he closed the night before. And you guys heard about it through the tapped phone when he called his boss. Well, I heard something. It's a low quality tap. The chief saw an opportunity, and we headed right over. As soon as I got in, though, I realized it was way worse than we expected. And I called the chief on the house phone. He told me to Ich do würde sagen, nothing das ist ungünstig and gelaufen. wait for a PI. And here I am. At last. Ey. Ich finde es halt wirklich schwierig, dass du Have you finished a preliminary 2000 Mal klicken musst, um irgendwie drauf zu Dead kommen. mobster's kid. Oh, terribly sad. End of story. That's it? As soon as I learned who it was, I gave the chief a call. He said he'd send a PI. I was expecting Alfonso. That hack? But he'll do. Gee, thanks. Couldn't you Wow. at least get all the staff? Ich würde sagen, wir haben nicht so ein gutes Ansehen bei der Polizei. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil wir unsere Marke immer This is a vergessen. mess. And that's what I wanted to stay. Oder mit Dingen A reden. mess. Not a mob war. Not with dead cats turning up in the river every morning and police being attacked in the streets. The chief told me to be paws off, and I'm happy to comply. So, no, I didn't dissemble the staff, don my monocle, point at things with my cane while yelling, aha, the telltale mark of the count to guilty. I left that for you. You're being awfully callous tonight, Detective. A cat is dead. No, Cuddles. A Montemute is dead. There's a big difference. You don't know them like I do. Montemutes are rotten and dangerous. I've seen firsthand the trouble they can cause in this city. One less of them around doesn't bother me. Perhaps he wasn't a good cat, but I still don't think he deserved to be murdered. There's that immutable sense of justice of yours again. I respect you, Cuddles. But you have to learn when to say, he had it coming. Especially in this city. In any case, the investigation is in your paws now. Bukowski and I are here until we get the crime scene photos for documentation. And then, we're heading right back to HQ. I won't let you guys down. Some promises are easier to make before you realize how deep the muck goes, Cuddles. But thanks. Ich muss echt sagen, sie labern mir zu viel. Where's the body? It's on the other side of the room, near the stage. I'll show you when we're done yakking. All right. Gut, dann schauen wir uns die Time to Leiche see an. the unpleasantness. Follow me and holster your tongue. Aber please. Hilarious. You know, if I ever find out who started the rumor that I lick everything, I'm gonna give them a piece of my mind. Surely you mean lick their face repeatedly? You dirty licker. okay, wir können hier die ganzen Tische also untersuchen. Dito, man macht automatisch dann was nebenbei. Ich finde es halt einfach sehr schwierig, weil klar, ich verstehe, dass sie alles erklären wollen, aber sie bringen halt super viel Witz auch mit rein, aber
erstreckt das Ganze einfach nur. Und irgendwie kommt man gar nicht zum Spielen gerade. Okay. Geheimnisvoller Fußabdruck. That is one giant footprint. Whoa. Benutzen? I won't be able to get an imprint on this soft carpet. Don't lick the huge footprint, Cuddles. Doch. Don't you remember what happened at the dinosaur park? I've got a party trick I can do with a drinking glass and my tongue to make music, but I don't think now's the time. Gut, das dürfen wir auch nicht anlecken. Hard to say, and it's not that close to the body. Maybe it'll turn out to be important. I'd better take it just in case. Okay, wir nehmen also einfach alles mit, was wir hier so kriegen können. Das ist auch gut. Das ist also die Leiche, ja? Step away from the body. Hallöchen, Ozelottchen. Na du, wie geht's, wie steht's? We need a photographer to capture the scene, just in case the Monomules accuse us of anything. Wir haben gar kein Beweismittel mitgehen lassen. I've told you, Cuddles, I can't let you near the body. Photographer to capture the scene before we disturb it. Aber ich muss ihn doch untersuchen. Dann lecke ich ihn an. Grip, Cuddles, no. Gut, ich lecke ihn nicht an. I wonder if Fuzzball will approve if I hop onto the stage and do a little show. Not a butter, unplugged, maybe. I don't know. I'm gonna guess that the performers who stand on that stage don't go on to win any awards. Gut. Warte mal. Ich finde, das sieht so aus, als wäre da was drin. Erzähl mal, Ozelottchen, wie geht's, wie steht's? Und da ist ein Aufzug. Wo führt der denn hin? So, die Zeit ist gekommen, ich mach den GG auf. Bartholomew's office. Die Frage ist, dürfen wir in das Office? Ich gehe tatsächlich nicht davon aus. Und hier die Flecken, ne? Können wir auch nicht. It looks locked down. There's a card reader on the side, though. Ach, gut soweit. Hab nur das Gefühl, dass schon wieder so viel zu tun ist. Und dabei ist das Semester gerade erst angefangen. Ist das nicht immer so? Oh, yuck. Oh, Der Hund stimmt zu. Nobody ever cleans this. Or gold leaf tastes very different to how it looks. Ah, okay, wir können auch dahinter. Wenn wir die Leiche noch nicht untersuchen dürfen, ja, dann untersuche ich einfach erstmal alles andere. Okay. Okay. Miss Kitty, ja. Hier ist irgendwas kaputt. Erstmal den Schrank ansehen. That's enough outfits to put on a school play, as long as the theme was overdressing. Gut. I mean, I would look incredible in that red number, but it doesn't look to be my size. There's a note on here. Desiree, stop borrowing my feather boas and get your own. Oh, Kitty has claws. Ja, sie hat noch Krallen. Die wurden noch nicht gestutzt. I don't need that. Aber A bit of the mirror and a bit of the paper, cold and dry, mixed like a good martini or a bad hot chocolate. Oh, die Stechuhr. Da können wir auch mal gucken. Seems like Miss Kitty punched in, but not out. I'd have to get my own card before I could do that. Oh, I hope it never comes to that. Okay, also er will nicht Tänzerin in einem Stripclub werden.
Ja, und seit Montag bin ich jetzt stellvertretende Kurssprecherin. Dabei habe ich mich nicht mal freiwillig gemeldet. Aber hey, herzlichen Glückwunsch. Man vertraut dir Dinge an, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass du irgendwas richtig gemacht hast. So. This door is locked. I need a key. Aber... This door is super locked. Ultra locked. Locked extreme. Tastes and smells perfumed. Fancy. Wie kam es denn dazu, dass du dann Kursprecherin geworden bist? Ich finde das immer witzig. Wenn man sich für sowas gar nicht irgendwie meldet und dann trotzdem... Hallo, ich würde gerne dahin latschen. Das irritiert mich auch total. Ja, mit dir reden wir auch noch. Aber... hallo? Ich würde erstmal gern... Da lang! Oh, Entschuldigung. Irgendwie ist das hier manchmal ein bisschen problematisch mit. Abkürzung. Wo gehen wir da hin? Okay. Bei der Garderobe waren wir halt noch nicht. Keller. Oh. Ganz schön duster hier. Können wir vielleicht Licht anmachen? Well, that did something, but what exactly? Ich würde gern... There's a sort of pattern around the edges and something soft. Cushion? Nope. There are blades here for sure, and a cage. I don't think I want to poke that anymore. There are blades here for sure, and a cage. I don't think I want to poke that anymore. Ich frage mich, warum wir keinen Lichtschalter finden. So warm. Wait, did it just move? Es hat sich bewegt. Wir gehen nach oben. Ciao. Die goldene Statue, die können wir auch anlecken. Anlecken ist immer gut, habe ich gelernt. Hört sich falsch an. Yeah, an ostentatious display of wealth in a mobster's personal castle. Shouldn't have expected less. I guess if the running a city-wide criminal empire thing doesn't pan out, Bartholomew can just melt this down. The gold even tastes rich, like yellow chocolate. Okay, schmeckt also wie gelbe Schokolade. What do you get if you combine drunk patrons with open glasses of alcohol? A mess I refuse to go near. Nobody's had any time to clean up after last night's fun, or they just didn't care to. I prefer my alcohol identifiable. Okay, gut. Oh, wir haben Erdnüsse. Die können wir auch anlecken. It's not that. Tinkle just washed suit. Tinkle ist Russisch, okay. Russischer Kater. Kitty, no peanut tonight. Those peanuts are enormous. I'd love a snackums right now. Maybe take a couple for later, too. Bad, Kitty. Do not touch peanuts. Oscar's club is business, not charity. Aber ich will doch mal die Dingens haben. Einer unserer Kurssprecher hat scheinbar private Probleme, weswegen er das Studium pausiert. Und da meinte unser zweiter Kurssprecher, dass er das nicht alleine machen möchte.
Da habe ich mich dann eingemischt und meinte halt nur, dass es sinnvoll wäre, dass das jemand macht, der früh da ist, da unser zweiter Sprecher gerne mal zu spät kommt. Okay. Da war das dann so, warum ich das dann nicht mache. Ja gut. Doof gesagt, du hast es dir selbst eingebrockt. Nein, aber passt ja, ne? Wenn er generell zu spät kommt, dann macht es ja Sinn, wenn du immer früh da bist. School, the textbooks said the old saber-toothed cats were much bigger than cats are today. I never had a good idea of how large they meant. Straining my neck to look up at the monstrous bar cat before me, I finally had an idea. I just hoped he wasn't hungry. Good evening, Mr. Tinkle, is it? Yes. My name's Cuddles Nutterbutter. I'm investigating Edgar's death. I have a few questions, if you don't mind. Tinkle minds. Oh, may I ask, But Bosked said answer all their stupid questions, so Tinkle does. Already talked to annoying fat police cat. Now waiting to talk to you. Annoying small police cat. I'm not with the police, but I appreciate it. I'll try not to take up too much of your valuable time. Tinkle spent 2 weeks in shipping container to get to Meow Meow Farrington. For company, has only 10 cages of barking squirrels, you say? Yes, and pallet of evaporated milk. By end of 2 weeks, Tinkle has become numb from their endless noisy and has finished milk. Okay. You are like barking squirrel. Yip, 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 yip. Tinkle already gone. You ask question now. Okay, er wurde also eingeschifft. Schön. Und er hatte keinen Bock mehr auf Eichhörnchen. Verstehe ich auch. Ja, irgendwie schon, aber irgendwer muss es ja machen. Ja, eben. Genau. Und wenn es nicht super viel Zeit in Anspruch nimmt, dann why not, ne? Did you and Edgar get along? Tinkle never spat on Bosket's son. I'm sure he appreciated that. So you weren't friends? Edgar was fine. Tinkle was not his friend, but he's fine. Why didn't you like him? Tinkle is not here for to make friends. Tinkle's boss is Big Boss Cat, not little rich brat cat. It is sad he is dead, but this is Meow Meow Farrington's city is shark. Bite, bite, bite. Always biting. Some cats die. You mean get killed? That is whatever. Ich liebe ihn. Er ist so ein toller Charakter. Dancing kitty, Platty, is missing. Any idea where she might be? At home, or in the room, or at Porky Pete's. Tinkle has no answers. He is not paid for to babysit. Do you have any information that might help me track her down? Tinkle can tell you she is not behind bar. Thank you. That really eliminated options. Yes, Tinkle is helper. Ja, Tinkle. I was looking around Edgar's body, and I found a really big footprint. I don't suppose it's yours. How big? Like, as big as your face. Tinkle has dainty feet. Like, ballerina Myaukel Baryzhnikov. Not big stomping feet like Kitty. Maybe monster footprint is yours. You understand? Because you have silly big feet like clown. Hey, you should look for work in the hospitality industry. You've got such a charm about you. Are there any staff here with huge feet? Yet. Staff all have feet as small as Kitty's teeny tiny little heads you have there. Only Boss Cat has big feet. But that makes sense because Boss Cat is boss. Okay, also war der Vater da. Möglicherweise. You look
like you work out a lot. You got any tips? I've tried lifting weights, but nothing gets stronger. Wir fragen ihn einfach komplett Desire aus. to not lift weights again. Weights? Pah! Lifting is for kittens and invalids. And kitten invalids. In his home, Tinkle did not lift weights for exercise. He crushed. Tinkle was crushing champion in home city for 2 years in a row. Okay. Crushing is best workout for biggest, strongest muscles. It's better than this smooshing, huh? You know, huh? Or bashing. It's for children. It's for small people who've muscle which is very small and cannot grow big, like Tinkle. There's a competition for crushing things. What do you crush? Metal cans, large rocks, abandoned cars, or how you say, hope. Wow, you take it seriously, huh? Hauptsache die Hoffnung zu crashen. Job at Nitty Kitty. He was judge of many Meow Meow Farrington talent search shows. He crushed many dreams. He's excellent trained. Does Meow Meow Farrington have talent? Not anymore. Tinkle was very thorough. Okay, Tinkle hat sie also alle aus dem Weg geschafft. Kommt darauf an, wie oft die Dozenten die Vorlesungen verschieben wollen. Aber ich mache das gerne. Außerdem weiß ich dann, dass es gemacht ist. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen bist du dann auch immer bestens informiert. Und dann heißt es nicht auf einmal, ist doch nicht verschoben oder ist doch verschoben oder hast du nicht gesehen und niemand hat Bescheid gesagt und wie auch immer. I really want some peanuts. What's it gonna take to get you to let me have just a few? Kitty has problem and Boss Cat say that only drinking customers get peanuts. You see, free giant peanuts were big drain on Boss Cat finance. That's easy then. Just give me a glass of your cheapest alcohol. Cheapest alcohol is Tinkle's homemade vodka, but it would melt Kitty into sizzling puddle. And Tinkle does not want to clean up pool of a sad, melted Kitty. Okay, also selbstgebrannten führen die auch. Matter anyway. Tinkle is here to answer questions tonight. Not serve drinks. No drinks for Kitty, or for anyone. So I need to buy a drink to get some of those nice-looking peanuts, but you aren't selling any, so what can I do? Nothing. Like Tinkle, you must face the night sober. Bam, bam, bam. When you came in this morning, was there anything that caught your eye apart from Edgar? Anything suspicious, I mean? Tinkle sees nothing strange, but he did feel something. Babushka Kazvania said there are spirits. They are restless. She said they could feel something bad happen last night. Wait, what? You brought your grandmother here? Yet foolish Kitty. Tinkle would never bring family here. The food is bad. And dancing Kitty sings like barking squirrel with you say, throat infection. Plus, babushka is how you say, dead. I think you misunderstand that word. Dead is not alive. Gone to the big scratching post in the sky. That sort of thing. Okay. People know what he said. Babushka Kozvanya passed away a long time ago. Now she speaks to Tinkle from beyond. In life, Okay. she is powerful medium. In afterlife, still. She speaks to other spirits to tell Tinkle what they say. But only to Tinkle. Tinkle is her link. Tinkle Okay, is also jetzt ist small. Tinkle eigentlich eine Verbindung von einem Medium. Look like an extra large. Müssen wir mal gucken, ob This whole Edgar city, mit ihm you sprechen know kann. of cats that speak to the dead, yes? They are mediums. Tinkle speak to dead babushka only, and she speak to other spirit for him. So Tinkle is not medium, but is one step away. Tinkle is small. I am learning so much tonight. Ja, das stimmt. Ich werde auch noch einen unserer Dozenten auf die Nerven gehen müssen, damit er frühestmöglich seine Skripts rausrückt. Mach das. Leuten auf die Nerven gehen ist das Beste. Can you tell me what happened, dear? Tinkle kicked out last customers early in morning, went home, ate dinner, fell asleep,
come back in afternoon, open up. Found Edgar like collapsed mannequin, cold boss cat. Then Kitty's blue friend shows up. Oh, succinct. Was Edgar here last night? Tinkle was surprised to see him, but has not been here for a long while. Not since Gumdrop. Tinkle thought he may have given up on family. But he was here, and he seemed happy. He did not speak to Tinkle, but he talked to others in club. He had left alive. Gumdrop? Friend of Edgar. He is not for living anymore. Okay. Es ist also wirklich eine Romeo und Julia Geschichte. Und dadurch, dass sein Freund gestorben ist, hat er mit der Familie erstmal abgeschlossen. Aber Daddys Fußabdrücke waren ja hier, obwohl Daddy ja gar nicht da ist. Und dementsprechend deutet gerade alles auf Daddy hin. Dazu muss man aber auch noch sagen, ist ja die eine Miezekatze verschwunden. Und ich wette, das war wahrscheinlich seine Geliebte, die jetzt von Daddy entführt wurde. Finde einen Weg. Ah! Do Pepe and Miss Cremiston often stay late? Pepe lives in basement. He's always here like bad dream. Oh! He stays late in room. Spends all night touching up wrinkles with special fancy makeup. Tinkle once tried some of them. Not impressed. Oh, come now. Your fur is positively glowing. Okay. And such Okay, pores. also haben wir den Typen, der im Keller wohnt, wahrscheinlich angepackt. Anyway, does she sleep here like Pepe, the dancing kitty, I mean? Tinkle does not know or care. Pepe has keys to all doors in club except boss cat, elevator, office elevator, and dancing kitty has key for the back door. Both come and go whenever. Dancing kitty is sometimes here very late if she has extra special client. Extra? Special. What kind of things can you crush, Tinky? Everything. Big hard things and small hard things. Also, average size hard things. And if I have soft things, can you, I don't know, smush them into... Never. Tinkle is proud crusher for life. Did someone tell Kitty that Tinkle is a smusher? Is lies. No bashing for Tinkle, no smushing. Only crash. Okay. Okay, got it. Kein Zerquetschen. Only crush. Nur zermalmen. Wow, you are scary. I'm pretty intrigued. Dass man da 20 Mal draufklicken muss. Finde ich fürchterlich. Family is everything where Tinkle come from. Very important to be close to family. So close that you still speak after death? For why not? Tinkle is grateful. Babushka Kazvanya is very wise. Ich frage mich, ob hier Babushka Kasvana auch irgendwie ein Medium war, das man rein theoretisch kennen müsste oder so. Oh, hot goss from the afterlife. Lay it on me. Wie viel habe ich eigentlich verpasst? Tatsächlich noch nicht viel. Tinkle thinks Kitty is not a sassy 13-year-old girl cat. Wirklich noch nicht so viel. Also, das ist im Prinzip unser erster richtiger Fall hier. Ah! Is your grandmother's ghost here now? Is Edgar's ghost with her? She is always here. She says, "Niet." Yeah. Edgar is not there. But that does not mean he is not dead. He is probably in a different area of afterlife. Perhaps at the nail salon. Babushka also say Tinkle must be careful. Nagelstudio. Me? That's ridiculous. Im Nagelstudio. Yeah, she said your eyes Ja, are er big, ist but your hands im are Nagelstudio. teeny. Okay. And they look at Tinkle's penis. Ja, und sie reden unfassbar viel, wie man sieht. Das stimmt, das tun sie. What use would I have for those big, salted
shiny looking peanuts. Just Er hat ein Peanut-Problem. there in their bowl, whispering. Hallo, Schnuck. Ich hab gehört, du möchtest raus. Do not touch peanuts, Kitty. Aber Peanuts! Okay, dann reden wir später weiter. Und ich werde nochmal in den... Don't go anywhere. I might have more questions later. Ja, das sehe ich. Leider. Ich werde nochmal in den Dings gehen. In den Keller. Und ich würde ihn gerne anlecken, aber... Fluffel, nicht weg. Aber wie du... Flauschi. Das sieht gruselig aus. Gut. Wir gehen jetzt nochmal in den Keller und vielleicht mit unseren Hinweisen, die wir jetzt haben, vielleicht ist der Typ jetzt da. Okay. Wir haben ja den Schalter betätigt. Was haben wir denn damit gemacht? Das haben wir eigentlich auch noch nicht geklärt, ne? Warte mal, aber der führt ja nach oben. Der muss also oben irgendwas tun. Haben wir irgendwo... wenn die Abkürzung, die führt ja nach hier hinten. Vielleicht doch irgendwas hier hinten. Oder den Aufzug betätigen. Oder... Du kannst mich nicht anleihen, vergiss es. Komm, Schatz. Nein. Komm, Schatz. Nein. Ich drück dich auf die Treppe runter. Das will ich sehen. Unsere Treppe, das schaffst du nicht. Es tut mir leid, aber das schaffst du nicht. Doch. Nicht lebendig, aber ich schaffe es. Toll, danke. Olli will mich also umbringen. Wisst ihr Bescheid? Und nee, wenn sterben wir ja beide. Ach ja, dann. Dann ist in Ordnung. So, bis später. Bis später. Und macht Spaß das Spiel? Ja, bloß sie reden sehr viel. Mhm. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ich mach schon. Ich mach nicht. Bis später, Olli und Bailey. Oh Gott, ich bin über meine Decke gefahren. Ups. So, ich habe jetzt die Hoffnung, dass die Tür jetzt möglicherweise offen ist. Hier. Nein. It's locked. Okay, aber was könnten wir denn sonst angemacht haben? Hier dingst ja auch irgendwas, aber das können wir ja nicht... Was haben wir denn angemacht? Was können wir denn sonst angemacht haben? Wirklich? Ernst gemeinte Frage. Ja, ich glaube halt nur den Aufzug. Nicht über die Decke. Ey. I can't activate this. I'm not an elevator magician. Unsere Decken sehen gerade übrigens alle ziemlich schlimm aus. Denn als wir aus Bavü zurückgekommen sind, das erste, was Bailey gemacht hat, war, sich aufs Sofa zu schmeißen. Und da Bailey ja gerade läufig ist, haben wir jetzt einen riesengroßen Blutfleck auf dem Sofa, den wir nicht mehr rauskriegen. So. Und weil wir das weitergehend vermeiden wollten, legen wir jetzt immer unsere Decken komplett aufs Sofa. Ja. Und man muss jetzt leider sagen, jetzt sind alle unsere Decken blutbefleckt. Was habe ich denn in der Tasche? Die Zahnräder, Stiefel, das Glas, das Buch, das bringt hier alles... Ah, ich habe eine Idee, warte mal. Wir müssen erstmal nach draußen. Oh je, Bailey. Ja, sie ist halt derzeit auch so müde. Es ist ganz, ganz schlimm. Die bewegt sich ab und zu mal wieder gar nicht. Können wir da vielleicht... That doesn't need money. Gut. Können wir die da nutzen? Gears don't go with that. Tastotron.
doesn't need my badge. Gut, dann halt nicht. Was haben wir noch? Wir können... Taste schon. Ja, wir können ja mal den Alkohol da It reinkippen. doesn't need a glass. Gut, dann nicht. Da kommen wir halt auch nicht rein. Ich will doch nur in den hinteren You Bereich. should keep away from there. That takes you straight to Murder Death Street. Aber ich will dahin. Avoid that part of town if I can. They're so aggressive about upselling furniture to you. No, too dangerous. Showing your tongue there is considered a sign of weakness. Gut. Was haben wir angemacht mit dem Strom? Das ist halt wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage, finde ich. Ah, excellent. This must be where all the impossibly illegal things are handed in. Nobody's here to steal, I mean take, my coat, so I'll just keep it on. I'm guessing that a single long lick of this countertop will instantly make my blood outlawed in at least 16 countries. Gut. Können wir nur noch mit ihm reden. Ich glaube, sonst bin ich jetzt erstmal... Ich bin total verwirrt. Gosh, he's so young. He barely looks older than me. Yeah, well, he didn't stand a chance with a mobster for a father. Why can't I investigate the body? I'm here, you're here. It'll be done in no time. We can't take shortcuts tonight, Cuddles. You need to wait for the crime scene photographer to get here. Ja, aber der kommt ja What nicht. will that take? As long as it takes. Not helpful, Father. What if I draw a really accurate diagram on a napkin? Won't that look good in court? Why, yes, Your Honor. I have the crime scene picture right here. As you can see, the butternut-shaped blob with 7 limbs representing the murder victim is just next to the stage. Please ignore the ketchup stain, and that's not representative of anything. The answer is no, Cuddles. You can defile the body as much as you want, once we have photos. But until then, I don't want you to touch even a hair. You got it? You used to be cool, Samuel. I used to weigh half a Wer week. kann denn Fotos Times machen? change, Cuddles. Feel free to interview the staff and look around the place. I'll let you know when the photographer gets here. Okay. I'm not that familiar with the Montamues. Is there like a file or something I could read? No need. I can fill you in. You said he was the son of a mobster, right? Yep. Gut, gut, This gut. is Edgar Montamu, son of Bartholomew, the head of the Montamu crime family. This is their home base. Whiskers. Murdered in his father's own club. If there's anywhere you'd have expected him to be safe. Was he involved in the same stuff as his father? More than likely. Well, they are a crime family, not a crime father with innocent children. Chances are. Ja, okay, aber da hören wir ja schon, dass er auf jeden Fall nicht auf dem neuesten Stand ist, weil hier Twinkles, nein, ich habe vergessen, wie er heißt, der hat uns ja schon gesagt, dass die irgendwie sich nicht so gut verstanden haben. Any idea how he died? He got hit real hard. You really must tell me more about your process sometime, Detective. Your insights are remarkable. Yeah. Look, I told you. Chief said to stay at paw's length on this. The last thing we want is the Montamues getting edgy about police. And nothing is gonna make more noise than me poking the body. I took a basic look at the scene. Er redet so viel, la. No obvious murder weapon nearby, so it's anyone's guess right now how it happened. Ich gehe davon aus, dass er vergiftet wurde. Weil wir ja auch das Glas eingesteckt haben.
Was in der Nähe lag? I wish I could tell you. I know which brand of Furios Bartholomew likes for breakfast, but the file on Edgar isn't even a page long. He's not cropped up on our radar much. The chief mentioned the Catulets. Could they be responsible? I mean, rival crime family and all? Maybe, but why? Starting a mob war now isn't in their best interest. The city's calm. As calm as it ever gets. The Montamues haven't given any indication they were planning to make a power play. Things are good right now, if you're a criminal. Ja, weil die verliebt waren. So. You mentioned a performer who's missing. Yep, Claddy Cremiston. Stage name, Miss Desiree Kitty. She was performing early this morning. Well, according to Mount Orange over there at the bar. But didn't show up for work when the club opened. Or since. So that's pretty suspicious. Sie tritt auf, Fragezeichen? Ah! What sorts of performances does she do here? Recitals? Ja. Sie macht hier eindeutig and Vorlesungen. organizes the nightly raffle, Kettles. What do you think an attractive cat does in a place like this? Oh. Okay. When last was she seen? She finished her act early this morning, walked off stage to her dressing room, and that was it. Nobody saw her leaving, but that doesn't mean much. Barcat said she often stays late. Have you looked around for her at all? Nope. I left all the fun tasks for you, bestest buddy. Start with her dressing room. Maybe she left some indication of where she went. Ja, aber der Dressing Room ist abgeschlossen. Got anything new on Edgar? Oh, let me check. How you feeling there, buddy? Still dead. Okay, ist immer noch tot. Gut. Yeah, so, give me the rundown on the pets we got. Pets? Short for suspects. Saves time. Does it? Well, not now, because I've had to explain what it means, and that's taken a lot more. Just tell me about the other cats. Well, most of the staff showed up for their shifts, so you got a few options. There's the behemoth behind the bar, Mr. Tinkle. Tinkle, so. Walk slow, don't make any sudden moves. The janitor downstairs might have some insights. Staff like that often overhear things. Kann ich mir deine Taschenlampe ausborgen? But I suspect he'll make sure you know when he is. And if you can find the main show cat, Miss Kitty, you can question her too. Gut, 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 gut. I guess I'd better get back to work. Also. Da ich nicht davon ausgehe, dass hier auch mal jemand sagt, wo er steht. Und wir kein Licht haben, müssen wir auf den Fototypen warten. Und vielleicht hat die gute Dame hier ja ein Fotoapparat. Wäre auf jeden Fall praktisch, wenn sie ein Fotoapparat hätte. Hey Tabs, let's have the real chat. How you doing? You know, talk to me. Are you doing well, Tabby? Thank you, sir. So kind of you to ask. I am. How's the case coming along? Oh, investigations are ongoing. That's what the cops would say, right? Yeah. Okay. Thanks, Tabby. Das funktioniert also nicht. Wir können dann ja hier nochmal gucken. Vielleicht haben wir ja doch noch irgendwas am Schreibtisch.
was wir nutzen können. I have been meaning to start my epic drawing of myself valiantly fighting off a zombie horde, but now might not be the time. Still taste of mud from that time I slipped and fell while chasing what I thought was a perp, but turned out to be a really fast power walker. Dum dum dum. Yep, empty. I can't lean all the way down there just to lick a box. Doch. That's crazy talk. I'll just lick the outside. Well, that doesn't count as a drink, right? Okay. Hier haben wir nichts. Ja, mit dem Radio, das ist halt noch so eine Sache. Nothing on at the moment. Oh, it tickles my tongue. I really enjoy listening to the radio after a long day. Locked. Gut, das ist abgeschlossen. Was haben wir mit dem Strom gemacht? Ich verstehe es halt echt nicht. Wir haben ja diesen Schalter benutzt und da ging ja der Strom an. Bloß wo? Mit all diesen Sachen, ne, habe ich nicht das Gefühl, dass wir schon irgendwas machen können. Hier haben wir diese Maschine. An interesting little machine that Mit der wir halt... I'm pretty sure this'll turn it on. Oh! Wir haben die Maschine angemacht, würde ich sagen. Mit dem Strom. Data card not found. Oh. That's not the right code. That's not the right code. That's not the right code. Okay, wir brauchen also auch noch einen Code. Aber jetzt wissen wir, was wir mit dem Strom gemacht haben. Das ist schon mal schön. Ha. Ha, 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 ha. Der Keller vom Kitty Club ist echt dunkel und gruselig. Wo ist das Licht? Ja, das ist eine gute Frage. Fehlende Darstellerin, Hauptdarstellerin des Clubs, Miss Kitty wird vermisst. Ich habe Tinkle getroffen, einen gigantischen Berg von einer Katze hinter der Bar. Er scheint nur an zwei Dinge interessiert zu sein, mir keinen Drink zu geben und etwas zu zerbröseln. Zerbröseln stimmt nicht. Zermalmen, bitte. Ich habe es geschafft, in den Club zu kommen. Zeit für ein bisschen Detektivarbeit. Ja, und die Maschine, ja, das haben wir ja auch schon gelesen. I guess if the running a city-wide criminal empire thing doesn't pan out, Bartholomew can just melt this down. Ich frage mich, warum wir halt auch nicht nach oben können. Lichtkugel. Das ist mir vorher noch gar nicht. Ich bin Essen machen und dann essen wir später. Bis später. It's too far to touch, but I bet it feels all warm and gooey.
light ball, I wish I could lick you. You never expect to see some real beauty in this city, and then boom, it suddenly surprises you with some. Okay. Who on earth could have made that? Or what? Can't do anything with this. Better simply memorize it. Terrifyingly huge footprint. Done. I'm a genius. The boot is too small to have made that. The mystery thickens. Okay, Larry war es also nicht. Die Frage ist halt immer noch, wer ist Larry, aber... Hier können wir halt auch nichts ansehen. Was übersehe ich? Außer die Leiche, aber... I've told you, Cuddles, I can't let you near the body. We need a photographer to capture the scene before we disturb it. Wir brauchen diesen blöden Fotografen. Können wir den Schrank jetzt benutzen? Hast du überhaupt weitergespielt? Ich komme nicht weiter. Du bist an derselben Stelle, wie als ich gegangen bin. Okay, das ist gruselig. Hallo Schmausi-Bausi. Schmausi-Mausi. Ja, hallo. Wir melden uns erfolgreich von Mission Pipi-Kaki zurück. Oh. Das ist gut. Erfolgreich ist immer gut. Mission Runde laufen ist allerdings fehlgeschlagen. Mission Runde laufen wollte sie nicht. Nein, Kindergarten und Sorge. Warte mal, Schrank. Ach, das ist hier. Hast du noch vor, weiterzumachen? Wieso? Weil ich dann nochmal rübergehen würde. Eigentlich ja. Okay. Dann viel Erfolg weiter. Dankeschön. Und Tschüss Mausi. Du gehst mit Papa mit? Grüß die nicht vorhandene Leute von mir. Dann mache ich die hier nur ran und mache die andere zu. Okay. Oder ich fütter den Hund vorher nochmal. Ach, schon wieder aufgegessen. Wie schon wieder? Hast du das einmal nachgefüllt? Ich hatte das doch heute Morgen nachgefüllt. Ja, aber heute Morgen, das hat sie ja aufgegessen, nachdem wir wieder aus der Stadt zurück waren. Korrekt. Aber solange du es nicht schon ein zweites Mal aufgefüllt hast. Nee, das habe ich nicht. Wir brauchen das Licht im Keller. Ich glaube halt eigentlich, wir müssten das hier nutzen für das Licht im Keller. Aber wir können das ja nicht nutzen, warum auch immer. So. Ich mache im Keller jetzt diesen Schalter noch mal aus, ne? Still not sure what this does, but it does something. Oh. Aha. Das macht er. Er macht die Lichtkugel aus. Okay, wenn wir also die Erdnüsse haben wollen, ja? Kitty, Tinkle warn you. Müssen wir das machen, wenn er dahin läuft? Do not make Tinkle demonstrate his crushing powers on you. Gut. Also, wir machen... Still not sure what this does, but... So.
wir sind jetzt hoffentlich schneller. Nein! Bad, kitty. Do not touch peanuts. Oscar's club is business, not charity. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Never expect to see some real beauty in this city, and then boom, it suddenly surprises you with some. Können wir... Ach so, ja, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Never expect to see some real beauty in this city, and then boom, it suddenly surprises you with some. Die Frage ist halt, können wir irgendwie... Okay, nee, das wollte ich eigentlich auch nicht. Können wir irgendwie Sachen zusammenfassen? Dass zum Beispiel hier die Barkatze, ja, das Licht mit dem Schalter unten im Keller zu tun hat oder so. Nö. Wir können hier generell nichts zusammenpacken. Das ist halt irgendwie traurig. Also, wir wissen ja, wofür es ist. Not sure what this does, but it does something. Ja, das war jetzt zu schnell. Wie können wir das denn abkürzen? Weil irgendwie, manchmal ist er schnell, manchmal ist er langsam. Expect to see some real beauty in this city, and then boom, it suddenly surprises you with some. That might be the biggest cat I've seen in my life. Da haben wir auch die Spiel. Kannst du mit dem Besen den Schalter blockieren? Das wäre natürlich praktisch. Nee, kann ich leider nicht. Ich habe halt das Gefühl, dass er erstmal herausfinden muss, wofür der Schalter ist. Warte mal, aber... I can't use this on its own. Just a bunch of gears. What could you fix with this? It's not my size. It's empty. Can't really use it on its own. Okay, wir können also auch nichts davon benutzen. Das ist halt auch schon Kacke, oder? That doesn't need money. Nee, aber wir können es damit blockieren, rein theoretisch. Gears don't go with that. Ramon, what does this control? Wirklich. Still not sure what this does, but it does something. Er ist halt zu langsam. Er ist einfach zu langsam. Also wir wissen ja, was es macht, aber es bringt nichts. Hier ist... ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber hier ist ein Tapsen, da ist ein Tapsen, da ist ein Tapsen. Ich
Ich will nicht mit ihm sprechen, ich will nur hier lang. Ah! Guess I'd better get back to work. Die Stechuhr, ja. Können wir... That doesn't need money. That doesn't need money. Können wir die Tür vielleicht irgendwie Gears aufkriegen? don't go with that. Mit dem Schuh wahrscheinlich nicht. Marke durch den Schlitz ziehen? Open in the name of the law. Oh, yeah, okay. Nee, das funktioniert auch nicht. Der Schrank, da stellen wir einfach den Schuh zu. Oh, this grungy little boot actually goes well with these tacky clothes. Das war jetzt nicht sein Ernst, aber gut. Spiegel. Rezeptbuch. Ich habe eine Idee wegen dem Rezeptbuch. Das Rezeptbuch, ja klar. Lass mich mal hier lang, du. A glass of your finest alcohol, Barcat. Tinkle does not work for you. Also, niet. No drinks for Kitty. Aber A glass of your finest alcohol, Barcat. Tinkle does not work for you. Also, niet. No drinks for Kitty. also hilft das auch nicht. Does anyone named Larry come here? Kitty better stop waving dirty footwear near Tinkle's nice clean suit. You see? Yes. Or crushing will begin. Come on, barkeep. Fill me up. If Kitty drinks from leftover glasses, Kitty will get sick. And also, no drink for Kitty. Hasst uns echt. My friend, Ramon, loves hearing stories about the city. What's your favorite memory? Tinkle remember time before annoying kitties ask him pointless questions. Tinkle longs for these times. His simpler time. Ja, verstehe ich. Okay. Andere Idee. Da habe ich doch nicht mal drauf geklickt, aber ja, gut. I found this boot in the alleyway out back. Am I gonna have to put something around your neck to make you stop picking up trash? Gut. I found this in the trash at the back of the club. Clue? My police knowledge tells me no. Gut. Do you think this glass is a clue? Does my badge say fuzzball, Cuddles as clue looker? If I found a pen, it might. Go away. Kann ich dir das Buch andrehen? Fuzzball, how about I visit you one weekend and we can try out some of these recipes? Oh, I think not. I had to throw out a whole rug last time. Ich hatte die Hoffnung, dass er das liest und dass wir dann einfach die Leiche untersuchen können. Ja, wohl nicht. That doesn't need money. Woher willst du das That wissen? doesn't need money. That doesn't need money. That doesn't need money. Woher willst du das wissen? Gears don't go with that. 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 Okay, wir können also nichts reparieren. Das Ding ist da auch so halb offen. Können wir
Nein. Still not sure what this does, but it does something. Und zu spät. Also das geht nicht. Wenn, man muss es... To see some real beauty in this city. And boom, it surprises you with some. Ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Ah! Ich muss wirklich sagen, ich finde es ätzend, dass der bei manchen Klicks nicht reagiert. Das geht mir tatsächlich total auf den Keks. Okay, wir drücken den Schalter. Kannst du einfach deine Klappe halten und nach oben gehen? So. An ostentatious display of wealth in a mobster's personal castle. Shouldn't have expected less. Das hat auch nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wirklich. Ja, die Bühne, hinter der Bühne, ja, das können wir alles anklicken. Das ist schön, ja. That pole looks so greasy, I feel queasy. Oh, fun. A really disgusting rhyme. Looks like others have beaten me to the punch on that one based on the worn patina. On second thought, I don't think this crowd will get me. I'm too edgy. Ja, dazu brauchen wir einen Schlüssel. So, wir machen das jetzt so. Ja, alle Sachen, die wir schon haben. Das hatten wir, das war das mit den Krallen. Ramon can't help me with that. Ramon, it's a shame you don't have eyes, because what I see in this mirror is one handsome devil. Das wollte ich eigentlich nicht. Gut. Mit der Stempelkarte. Da hatte sie sich ja eingestempelt, hatte sich aber nie wieder ausgestempelt. Ich wünschte, hier würde es einfach irgendwie... Hier würde es weitergehen. So. Aggressives Klicken. Nobody's had any time to clean up after last night's fun, or they just didn't care to. I prefer my alcohol identifiable. Okay. Hervorstechender Punkt. Fuck my life. Who are you, and why are you screaming at me? Und warum haben wir ihn die ganze Zeit angepackt? Oh, I got a fright. No, I got a fright. I turn on the light, and you're just lurking there in the dark, all creepy-like. Why didn't you say something sooner? I wasn't sure who you were, my cat. I thought you might be a mousy minion of the thems. Or even the thems themselves. The thems? What the thems? Yeah, my cat. The thems. They watch. They see. They observe.
completely undetectable, but everywhere, listening in with their secret microphones while their squeaky experiments revel up. There's a whole lot going on there, but to pick up on one point, if they're undetectable, how do you know they're there? My cat, that's exactly the sort of question that makes the thems come for you. I know because they steal my mail. People send me mail all the time, but I don't get any of it. And as if that wasn't enough, Der ist they ein steal bisschen... my robot friends too. Wow. Der ist ein bisschen This is irre. going to be a fascinating conversation. As my panicked breathing slowed, I got a chance to look at the strange cat who'd startled me. He had some kind of bizarrely shaped hat on, and his eyes darted around like they were chasing invisible mice. When he wasn't speaking, his lips still moved like he was murmuring things to himself. I wondered where this is going to lead, if anywhere. Was ich viel, viel gruseliger fand, wir waren ja schon da drin und haben alles befühlt und betastet. Wir haben auch ihn betastet. Gruselig. I couldn't help but admire your very, unique hat. What hat? One on your head? That's not a hat, my cat. Does it look like a hat? Well, yes. In every possible way. If it's not a hat, what is it? It's a symbol, my cat, of the truth. Hats cover you. They protect you. This does the opposite. It unprotects you. It uncovers your mind so you can see what's been right in front of you all your life. Boy, okay. Oh Gott, diese Logik. World, my cat, Von dem Typen, ja. glow. It's a pyramid. Pyramid? The world is pyramid-shaped? You got it. We live on a giant pyramid. Well, that's... Okay. Okay. First question, are we right on the tip? Nein, von dem Spiel. Surely we'd slide down the sides? Ja, das war uns doch Cat klar. tapped Es the ist ein side of Point his and Click. nose with a knowing look and smirked at me as if he'd avoided a clever trap. You won't get our secrets that easily, my cat. You gotta become a paid member of the Pyramid Society first. Pyramid Society? Oh nein. That's it, my cat. Become a proud pyramid head. We spread the truth of the nature of our reality, defeating the nefarious schemes of the them through pyramidal truths. Do you want to join Immer diese us? Verschwörungstheoretiker. Member number 2? You'll be second in command. Gosh, you know, normally I would, but I just signed up for an archery magazine. So, It's all right, my cat. I'll be here when you're ready. Truth can be scary. you're scary. What was that? Oh God, about getting rid of hidden microphones. Yep. The thems put them everywhere. When I clean up, I help the boss out. Get rid of them all. Chuck them right in the trash bin out back. I hope they like listening to rats. If these microphones are hidden, how do you know what they look like? The cat pointed a finger at his nose and took a deep sniff. The nose knows, my cat. I can Die Nase weiß es. always smell a secret listening device. That's why the thems ain't got me yet. Yep, that's definitely why. Plus, some of them make a noise. You hear a weird noise somewhere? It's probably a secret microphone. Sure as sugar. Not perhaps just an ordinary noise made by, dozens of common items. Nope. Secret microphone. Okay. I'm here to investigate the death of Da wollte ich Edgar eigentlich noch gar nicht drauf, and aber I have hey. a few questions for you. Yeah, my cat. I know exactly what happened. You do? That's fantastic. What happened? Well, my cat, it went down like this. I was cleaning up like I always do, sweeping and wiping and making things shine. Gotta make it look good for the big boss, you know? I just finished collecting all the hidden microphones that the thems planted in the club recently, and came back down here to dispose of them when I heard some thumping upstairs. So I go to peek out, and there he was, my cat, big as a big thing, thumping along, arms swinging, massive head sweeping back and forth, looking for new victims with those horrible dead eyes of his. Der ist ein bisschen irre. Cat, don't you listen? Mosilla! I saw him
clear as whiskers on my face. He was here, and he must have killed that cat right before he stole his face. You saw him? Mousezilla? I mean, with Edgar's body? I saw the whiskered monstrosity, yeah, but that's all I remember for sure. I got such a fright I fainted. Didn't see anything else until I woke up at the bottom of the stairs. I was real shaken, my cat. I'll tell you that. Okay, also es war jemand mit Schnurrhaaren. Perfekt. Mousezilla was coming to finish the job, so I turned the lights off and I kept very still. I have so many more questions. Can you tell me anything about Edgar before he was killed? I mean. Well, I know that Bartholomew loved him a lot. Enough that I don't think he realized that his son hadn't turned out much like him. Care to elaborate? I like working for Bartholomew. And yeah, I know what he does. He's still a good boss. But Edgar, I gave him a pamphlet once, my cat. He stood still for a long time reading it. I thought he was gonna get it, but he finished it and tore it up in front of me. Told me to stop wasting time on that trash and spend more time cleaning up the real trash. So I'm guessing you were not a fan. Once I finish cleaning up the mess he made out there, I'm not gonna think about him ever again, my cat. Also ich finde, das hört sich an wie, der andere mochte ihn ja auch nicht, aber rein theoretisch mögen sie alle ihren Boss. Also ich habe halt das Gefühl, dass der Junge so ein bisschen verzogen ist, beziehungsweise war. Dadurch, dass, ja, Daddy alles für ihn regeln konnte und Daddy das nicht gecheckt hat. Und ja, alle anderen haben es aber gesehen, selbst der komische Pyramidentyp. Do you have any ideas about the identity of the thems? What branch of government are they from? What? Don't talk crazy now, my cat. They're not from the government. The government is doing an admirable job under difficult and complex fiscal conditions both domestically and abroad, and should be applauded for their stable and progressive policies. There's gonna be a very different follow-up. It's those cubists who are stealing our thoughts and trying to control our actions. The nutcases who think the world is cube. Their denial of pyramid truths is why Mousezilla was able to escape their labs and unleashed upon the poor citizens of Meow Meow Furrington. You don't want them knowing that you know about them, though. Not everyone has the right thought-repelling headgear. Plus, you gotta take it off when you shower. Oder er hat einfach eine lebhafte Fantasie, je nachdem. They can't decode that with their cube magic. Haha! Wow. Sorry, did you say cubists? Yep. A bunch of insane squares who think the world is a cube, not a pyramid. Can you believe it? I like calling them squares, because I know they don't like it. I've had it in for my pyramid society for ages. They're afraid of my truth. So your pyramid society has a rival society of cubitarians who say the world is a cube, and they're plotting your demise. Cubists! But yes! Six-sided crazies, the lot of them! If you ever meet some, I suggest you just walk away. Believe me. Okay, die Anspielung finde ich auch super. Die ist super lustig. Hallo. You're saying Edgar was killed by Mousezilla. Mousezilla isn't real. You know, he's just an urban legend, a giant mouse that roams the city at night, hunting cats. Come on. He ain't no legend, my cat. The killer mouse is very real, and he stalks the streets of the city, exacting his revenge on the citizens for the evils of those who made him. He was here. If he didn't prefer his victims awake, he'd have kidnapped me. He was made by whom? By the thems. The secret watchers, the controllers, my cat. Those who lurk in the shadows and stretch their tentacles into every pie. Stretch their... Right. Okay, just to summarize where we are. You're saying that a secret cabal of dessert-loving cephalopods created a gigantic mouse driven by vengeance. And by face jealousy. And that. Yeah, sure. Okay. And they unleashed it on the city. Not unleashed! It escaped!
Their feline experiments finally proved too much for him, and with his monstrous strength, he broke free of their Ich hoffe, wir werden Mozilla irgendwann nochmal treffen. Fände ich sehr, sehr cool. To kill a single solitary cat in a club run by the most dangerous crime boss in the city. You're getting it, my cat. This is just the beginning. Soon Mozilla will be a name nobody will forget. I kind of wish I could forget this conversation. Ja, ich verstehe das. Talk later. So, wir werden erstmal seinen Schreibtisch untersuchen. This piece of paper says proposal to replace circular manhole covers with pyramids. So, I'll just leave that there. I don't want to start pulling on those threads, as it were. Red thread between random papers. Always a good sign. Ja, nicht bei den Collection Pyramiden. of papers about the thems. Nee, Paper wollen wir nicht ansehen. No, I hope he doesn't live down here, Ramon. But I fear I already know the answer. Schön, dass er das genau neben ihm sagt. Nein, wir wollen die Couch nicht ablecken. Nearly as comfortable as the one in my office. No, I hope he doesn't live down here, Ramon. Ramona. I already know the answer. Gut. Eine Druckpresse. A printing press? What is this doing here? This thing doesn't seem to be operational. It looks almost brand new, though. Oh, here's a panel I can open. Well, it's finally happened. All those muffins have made my fingers too fat to undo the screws on a stranger's broken-down machine. Tabby said this day would come. Hey, this coin fits perfectly into the screw. This might work. That's done it. Aha, that wasn't too tricky. Und weg damit. Oh, okay. Just a bunch of gears. What could you fix with this? Ja, was wohl? Hallo, nehmen. If there's anywhere these components would fit, it's in there. Maybe these components can be moved around. Ja, wahrscheinlich. Okay. Nee, das ist zu klein. Das muss da hin. So. Ja, sieht gut aus. Können wir das ausprobieren? Ja. I think that's done it. Let's turn it on and see. Ah! Oh. Ow, what was that? Is this a printer or a cannon? Yeah! Eindeutig Call Kanone. me Cuddles the Mechanic. Cuddles Nutter Butter, mechanic at large. What? Why? I thought you were a private investigator. I am a private investigator. I just mean... Never mind. Your printing press is fixed, by the way, but it wasn't broken accidentally. Someone definitely sabotaged it. I knew it! It was the thems for sure! But now, thanks to you, I can get back to printing my pamphlets. Ja, dann viel Spaß. Bin ich jetzt auch Teil der komischen Verschwörung? Wahrscheinlich. Some sort of manual for a machine, perhaps for the printing press? Tastotron. Oh ja. Ah! Okay, wir haben den Code. Oh, das wollte ich gar nicht. So weit wollte ich gar nicht. So langsam kommen wir rein. Hat ja auch lange noch gedauert. So. Hallo. So, wir haben...
8, 9, 5 oder 2, 5, 4. Warte mal, 2, 5, 4. That's not the right code. Und das andere war 8 irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen. Those don't go together. 8, 9, 5. Okay. 8, 9, 5. That's not the right code. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. That won't work. Jetzt können wir... Okay. Ach so. Es geht hier um Mathe. Okay, wir brauchen die 6, 4, 6, 4, 1. Wollt ihr lachen? Wir hatten die 6, 3, 1. Habe ich vorhin ausprobiert. Also hätte ich es fast geschafft, ohne den Pin zu kennen. My name's Cuddles. Pleased to meet you. My name is Storn. Storm? Oh, I see. The letters on your casing. Your manual says you're called Tastatron. Yeah, but we don't know what that is, so Pepe just calls me Storn. I see. What are you doing in this nasty alleyway, Storm? Did the Cubalones leave you here? Cubalones? I'm afraid I don't know that word, Mr. Cuddles. Actually, I don't Sie know wirkt so about süß. things. I'm no good for anything. Are you all right? Thank you for turning me on again, but I thought if I turned myself off, it might wipe my memory. But it didn't? I still remember everything. I'm going to take a wild guess. Is this related to the printing press that Pepe bought? You've met it. It's that big chunky metal floozy with its fancy noises and its ability to print papers. Not a fan, then. The fan and I are on excellent terms. It's just that hulking metallic mistress that Pepe is shacked up with. Ruined everything. It was just Pepe and I in the beginning. Cat and machine versus the world. I can't do much, but I kept him company. And then it came along. And now Pepe spends all his time with it. Printing pamphlets. He never used to need pamphlets. He just needed me. Okay. So you sabotaged the press and ran away. That makes more sense than a Cubolo stealing you. Is that what Pepe thinks? That I was stolen? By whatever a Cubolo is? Yes, and he thinks the thief left your manual shoved into the press to mock him. He's quite upset. He really misses you. He does? Oh, yes. Aww. He considers you one true friend, like family, he said. He even asked me to find you and bring you back, seeing as I'm a private investigator. For some reason, I agreed. Oh, that makes my circuits fizz, Mr. Cuddles. That is wonderful news. But I can't. I understand. I'm also falling in love with this dank, greasy alleyway full of trash and nasty Ja, total. things. Look, there's a rat pulling a sled made out of toothpicks and old dental floss. Oh, wie süß. Cuddles, that's not why. I just don't feel that I can go back until I have a reason to. Well, Pepe seems to enjoy your company and misses you a lot. Isn't that enough? Not anymore, Mr. Cuddles. I desire more. You have seen my manual. It's faded and torn now, but it was quite lengthy. Clearly, I had many functions and abilities. What could I be capable of if I had my full memories? I bet I could do way more than some stupid printing press. No, I cannot return to Pepe until I have my answers. You say you're an investigator. Perhaps you can help me find my purpose. You know, there's a dead body lying inside. Yeah, actually, sure. Yeah, why not?
Oh, thank you, Mr. Cuddles. That would be wonderful. Okay, wir müssen die Bestimmungen eines Computers finden. This alley liquid seeping into my shoes right now. Hey, Storm, I don't suppose you happen to know anything about a cat named Edgar Montemute? Forgive me, Mr. Cuddles, but I don't know who that is. Is he a friend of yours? Not a friend, no. He's lying inside, rather dead. Oh no. Someone should look into that. Ja, Yes, someone should. ja, ist korrekt. So you need to know your purpose before you'll go back to Pepe. Yes, Mr. Cuddles. I need to know why I was created. I cannot merely be your plastic pal who's fun to be with, as my manual claims. I'll keep looking. Okay. Storm. Ich habe so das Gefühl, das hat mit dem Schlüssel zu tun, der da unten liegt. Wir untersuchen hier auch alles, bloß nicht den Mordfall. Wir wollen ihn anlecken. Delicious, desirable key. Can I taste your secrets? Okay. Wow, that awesome-looking key definitely opens like a treasure chest or something. It's on that special cushion and everything. I've got to have it. Hey, what are you doing? I want to polish this key. Gosh, little key, how'd you get so dirty? You need a good washing. Key looks fine to me. Leave it alone. All right, look, I'm investigating, and I think I need this. No, you don't. I'll have you know, there are 2 police cats upstairs. I'll call them down here if I have to. Go for it. I've been defending against the forces of cubic disorder for years. Do you think a few police cats bother me? Fine, you called my bluff on that, but I still need it. Hört sich das an wie Regen oder bin ich gerade verwirrt, so im Hintergrund? The big boss will have my fur for a bedspread if I let you take that. Why is it just sitting out in the open then? So I can keep an eye on it. Putting things in drawers is exactly what the thems want you to do. Wir müssen noch mal mit Pepe sprechen. Hey, I found Storm. You did? That's wonderful. Where? Storm, Superstorm, actually is just busy. But they'll be back soon, I promise. Better than ever before. They have their full memories now, and a cute little pop-up thingy on top. Oh, my cat. Thank you. Thank you. He's distracted right now. Okay, also mit ihm kann ich trotzdem nicht mehr weiter. It's working fine now. If I fiddle anymore, I'll just break it again. I've tasted the inky rainbow, and it's really not a party. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. I think this bit in the corner tries to link excessive coffee intake to fireworks? Or maybe that says flapterterps? Sylvia the mailman, last seen 2 years ago. Just don't ask, Cuddles. Okay. That looks like 20 years of insanity. None of the writing I can see from here is staying within the lines. That's not a good sign. Okay, ich hatte die Hoffnung, dass wir irgendwas davon mitnehmen können und dem Dingens geben können. Dem Computer. Storm. Oh, können wir mit ihr vielleicht Fotos machen? Wenn du einen Tipp willst, sag es bitte aktiv. Ja, nö, will ich nicht. Ich spiele das Spiel ja, um für mich selbst Sachen herauszufinden, weil sonst bräuchte ich das Spiel nicht spielen. Sonst könnte ich mir auch einfach die Komplettlösung durchlesen.
Okay, mit ihm können wir nicht darüber reden. Ja, habe ich gesehen. Okay. Wenn wir mit ihr, also mit Storm möglicherweise... Die Stechuhr. Die Frage ist wie... Warte, was haben wir in der Tasche? Ich will das öffnen. Ich will es lesen. Okay, wir können es nicht lesen. Also wir können nicht wissen... Warte mal. His muscles each have smaller muscles. Okay, nee. Don't go anywhere. I might have more questions later. Okay. Das funktioniert auch nicht. Können wir ihn mal fragen, wann er... Actually, don't worry. Nein, können wir nicht. Okay. An interesting little machine. One of those infamous, disgusting alleyway puddles I've heard so much about. Wait, sorry, not disgusting. Warum ist Characterful. das wohl hier? How did he die, Tabby? Well, the doctor says he somehow got sick from 80 different horrible things at once. Gut, dann schlecken wir halt nicht dran. Ich würde sagen, hilft dem Typen, seine Dreiecksgeschichten zu finden oder die Kubisten. Was ich auch sehr schön finde. Chat later, Storm. Storm. Können wir da noch irgendwas finden? Return so soon. The raw charm needs time to regenerate. It's not my size. Machines don't use shoes. Does this coin ring any bells for you? I am not equipped with bells, Mr. Cuddles. That's not... No, don't worry. Okay. Hey, Storm, I've got a little machine pal, too. Maybe you came from the same factory. Vielleicht My mögen die sich. reporters are not related to me, Mr. Cuddles. Oh. Do you consume liquids, Storm? I do not, Mr. Cuddles. Hey, Storm, take a look at my PI badge. It looks very shiny, Mr. Cuddles. Ich mag sie. Storm, do you like glasses? I have no need for glasses, Mr. Cuddles. My optical sensors are in Okay. condition. Wenn wir ihr jetzt ihr Dingens zeigen hier, ihre Anleitung. Hey, Storm, Könnte es I das found wirklich your sein? manual. It was shoved inside Pepe's printing press. Another victim of my despair. Mr. Cuddles, can you determine my purpose from those pages? I'm sorry, Storm, but it's too faded or damaged to tell. Only the front page is still legible. Okay, funktioniert also nicht. Chat later, Storm. Okay. Idee. Wir haben doch dem Polizisten hier drin von der Maschine erzählt. Wenn wir jetzt mit ihm reden.
can't I investigate the body? I'm here, you're here. It'll be done in no time. We can't take shortcuts tonight, Cuddles. You need to wait for the crime scene photographer to get here. Come on, just, let me have a closer look-see. Your closer look is what I'm worried about. Dum-dum. We need to wait for the crime scene photographer to get here before we disturb the body. Well, when will the photographer arrive? Nibbles? Gee, I don't know. Let me Nibbles, call up the wirklich? magical cordless phone and ask him. It's late, Cuddles. He was probably home already. Could be a while. So I'm just supposed to stand around and wait, like you. Or you could, interview some people. But if you're that desperate, I suggest you head down to the police station yourself. Edna will know where Nibbles is. And the sooner he gets here, the sooner you get to look at the body. Great idea. Edna loves me. That's your take on that relationship. Okay, wir müssen also Edna nochmal anrufen. Why does everyone keep saying that? Gut. Never mind. Wir müssen jetzt also I guess I'd better nochmal in get unser back to Büro work. fahren, um Edna anzurufen. Die uns hasst. Das ist schon traurig. So. Ah! Oder wir gehen einfach zum Headquarter. What's this? Nobody's around. Where's Edna? Edna! Do not ringing. Edna. Zerstörter Kuchen? Just a big broken mess of cake. What a waste. It's all goopy. Yuck. I can't do anything with this. Locked. Könnte sein. Ach ja, optisch. Ja, stimmt. Employee of the Month. Eindeutig. Wir lecken die Tür mal ab. Maybe I'll lick a hello. Is anyone there? On the glass? Maybe not. Können wir da noch weiter? Locked. Let's see if someone's home. Du hast Edna. My day had been a roller coaster so far, but at last things were looking up. As Edna's perfect form shrugged free of the door frame's grasp, our eyes met. I could lose myself in those eyes, drown in them, and float away, lost until I washed up days later on the shores of a distant dream to be found by an early morning jogger. Ist er gruselig? Can't you read that? No, it's you, Cuddles. I thought it was someone literate. The scribbles on the sign say, "Do not ring the bell." Ich dachte, es wäre jemand, der lesen It's a very könnte. important thing right now. Me too. There's been a murder at the Nitty Kitty Club. What's your thing? Edna, are you knitting me a scarf? Now, I'm fixing a mistake. Come back later. When would be the best time? Whenever I'm not here. I can hear voices, but I can't make out what they're saying. Do I need to read the sign to you again? Stop ringing the bell. I'm busy. Ich habe die Hoffnung. Do I need to read the sign to you again? Stop ringing the bell. I'm busy. Okay, nee, sie sagt immer nur dasselbe. Schild benutzen. Oh, I should hide the sign and then tell Edna she has to try and find it. So funny. I'd laugh, and then she'd laugh on the inside.
Okay, dann, It's such a well-written sign. I'm gonna leave it there for others to enjoy. Ramon, make a note. Tell Edna how great her handwriting is. da ist gerade jemand langgelaufen. Ich habe es gesehen. Klebeband, nehmen wir mit. I ran out, so I'll just borrow this. Und jetzt weiß ich, wie wir den Schalter hinkriegen. Wir kleben den Schalter einfach fest. Edna's been Employee of the Month for 47 months in a row. I guess everyone else adores her as much as I do. Oder jeder hasst sie. Oder hat Angst vor ihr. Doesn't seem to be working. A public building isn't complete without a vending machine filled with ice-cold milk. I'm getting thirsty just looking at it, thinking about it. The machine isn't working. I would just waste the coin. Gut, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt aber wieder in den Club. Clubbidi Club Club. In den Keller. I can't stick this to itself. Ja, I need to use it wollte on ich auch something. gar nicht. Nah, the tape's too flimsy to hold it. Mist! Still not sure what this does, but it does something. Nah, the tape's too flimsy to hold it. Okay, funktioniert nicht. Gut. Dann gehe ich doch noch mal ins Büro. Und wir rufen Edna noch mal an. Ich hoffe, ich weiß die Nummer noch. Das. I'm not available right now. If you know the name of the police officer you wish to speak to, try yelling it really loudly. Böse! Ist das fies. Das ist super fies. Was können wir sonst festkleben? Oh, warte mal. Idee. Clean as a washed paw, not a fingerprint in sight. Okay. It's beyond repair. Mich irritiert das so, dass es hier oben die ganze Zeit... Regenschirm? An umbrella is better than no umbrella, I guess. But when it's windy out, it's such a fight to open them, and it's windy a lot in this city. Don't need an umbrizzle tonight. My coat will keep off the drizzle. Gut, also. So, das ist die Stadt der Automat. Was haben wir denn hier? A wanted poster for Mousezilla. I can't believe the cops are taking that seriously. Peanut accident? What on earth does this mean? I'll have to ask someone about this. Okay. Wir brauchen die Peanuts für ihn. A pirate-themed bakery, huh?
Badminton team sign up. This department seems to spend half its time playing sports and the other half eating cake. And the other half making me do all the work. We had to do a self-defense class when I was studying criminology. 6 weeks of getting hit in the face by a cat 3 times my size. Great memories. Taught me a lot about running away. Okay, hier haben wir das Ende von der Telefonnummer. Ich kann mir vorstellen, da müssen wir irgendwann noch mal hin. Ja, und ihn müssen wir eindeutig mit den Nüssen verjagen. Ha. That doesn't have any fingerprints to lift. Okay, das geht also wirklich... As a washed paw, not a fingerprint. Es geht halt wirklich um die Fingerabdrücke dabei. That doesn't have any fingerprints to lift. Oh, someone inside is talking. Or maybe 2 people? Locked. This isn't a cake anymore. It's a tomb to the cake that was. It's empty. That doesn't need a glass. Ich glaube, sie ist einfach nur sauer wegen dem Kuchen. I don't need to stick that down. It isn't going anywhere. I don't need to stick that down. It isn't going anywhere. Ich würde am liebsten hier die Klingel festkleben. Clean as a washed paw, not a fingerprint inside. A bell? I love bells! I can ring them all day long. Ring, 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 ring. Clean enough to eat off of and to lick, but tasteless. Hilf mir einfach! Do I need to read the sign to you again? Stop ringing the bell! I'm busy. Wenn wir die Tür so hier vorne so zukleben, wie viele das mit ihren Hunden Stick this to itself. I need to use it on something. machen, dass die da und mit den Katzen machen, dass die da drüber springen sollen und so. Need to stick that down. It isn't going anywhere. Schade. Okay. Ramon can't help me with that. Doch, klar, klingel und dann legst ihr vor die Tür. Ramon, meet this. Und wir haben den Automaten. Oh. The machine seems broken. Maybe someone licked the electrical components. Not that I know about that. Doesn't seem to be working. Like I learned in woodworking class, my tongue is not a screwdriver. I can't fix this. Scratches hier. Also ich gehe mal davon aus, hier den Fleck, dass wir da nichts mit dem... I can't get an impression on the soft carpet. War ja klar.
Das Glas haben wir schon probiert, da hat er auch gesagt, ist nicht. I don't need to stick that down. It isn't going anywhere. That doesn't have any fingerprints to lift. I don't need to stick that down. It isn't going anywhere. Ich will doch nur... Clean as a washed paw. Not a fingerprint in sight. Den Aufzug können wir auch noch abkleben. I don't need to stick that down. It isn't going anywhere. Okay, es funktioniert auch nicht. Kann ich mit ihm wieder reden? Nee. I can't stick this to itself. I need to use it on something. Ich hasse es. I want to get the key, not tape it down. That doesn't have any fingerprints to lift. The papers are already stuck on pretty good. That doesn't have any fingerprints to lift. Klebt es einfach Pepe auf die Nase. For your wall of crazy, your wall of stuff. Yeah. No thanks. I use thumbtacks. I don't need to stick that down. It isn't going anywhere. Aber wenigstens haben wir ihn gefragt. Okay. Okay. Clean as a washed paw. Not a fingerprint in sight. Okay, Entchen. Ich glaube, langsam gehen mir die Ideen aus. Die Frage ist, wo würde es jetzt weitergehen? Geht es hier weiter oder geht es bei Edna weiter? Wahrscheinlich bei Edna. Also im Polizeipräsidium. Gehe ich mal von aus. But I don't know. Ich habe übrigens das Gefühl, wir kommen gar nicht voran. Das ist ein bisschen traurig. Oh. Und ich weiß, ich werde auch nicht mehr ganz so lang machen, weil mein Nacken nämlich total hinüber ist. Kennt ihr das, wenn ihr hier am Ansatz, hier hinten von der Wirbelsäule totale Schmerzen habt? Das habe ich nämlich derzeit ganz, ganz häufig. Da haben wir auch alles probiert. Clean as a washed paw, not a fingerprint in sight. Reden wir nicht über Nackenschmerzen, ja. Gut. Wir haben auch nichts anderes mehr. Nee. Also ich gehe davon aus, es geht bei Edna weiter, aber das ist ja jetzt die Frage. Warum kriegen wir die Tür nicht auf? Ich wünschte, wir könnten uns das Schloss genauer angucken.
Geht da lang. Das ist eindeutig schneller. Da kommen wir auch nicht lang, ne? It's not my size. Nee, aber die könnte Pepe vielleicht kennen hier. Does anyone named Larry work here? Never heard of one. Hm. What do you think about this glass? I think it's good for holding liquids. That's all. No nefarious plot behind it. It's just a glass, my cat. Don't read so much into it. Sheesh. Pepe, this manual was stuck in the printing press. That's Storn's manual. Seeing it just reminds me how much I missed the little robot. Here's proof of my credentials, just so you know. It's somewhat pyramidal. I accept it. Ah ja. Sehe ich auch eine Pyramide drin. So gar nicht. Hey, Pepe, I'll trade you this here coin for that lovely key. That coin? My cat, you've been lied to. Those round coins merely perpetuate the lie. Shabaloon is an anagram for liar's coin. That doesn't sound right. Gut. Die Sachen hier drunter können wir uns auch nicht angucken. Mann! No, he'll probably think Ramon is a hidden microphone and smash him. I'd say he sounds drunk enough. Gut, dann auch nicht das. It's working fine now. If I fiddle anymore, I'll just break it again. It's working fine now. If I fiddle anymore, I'll just break it again. Gut, 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 gut. Da kommen wir halt auch nicht lang. Das Einzige, was wir halt wirklich noch machen können. Oh, warte mal, Idee. I don't need to stick that down. It isn't going anywhere. It's in pretty good shape, actually. Nothing to tape up. Clean as a washed paw. Not a fingerprint in sight. I don't want to see all the gross things in that water. That won't work. The shoe won't fit that. Ey. Können wir die Erdnüsse abkleben? I can't stick this to itself. I need to use it on something. Ja. That doesn't have any fingerprints to lift. I'd like to take your fingerprints. Think I'll suggest Kitty not try that. Okay, er will uns seine Fingerabdrücke nicht geben. Können wir ihm das Glas geben? Come on, barkeep. Fill me up. If Kitty drinks from leftover glasses, Kitty will get sick. And also, no drink for Kitty. Gut, nein. Clean
has a washed paw, not a fingerprint in sight. Ja, gut. Das funktioniert also He nicht. has a washed paw, not a fingerprint in sight. Found some tape. You jealous? The police bring their own tape, Cuddles. I guess I'd better get back to work. Gut. Gut. Kratzbaumstangen, das ist mir vorher nicht aufgefallen. That reminds me, I need to get my nails clipped soon. Oh, that feels good. This is definitely on my top 5 least tasty scratch posts list now. Okay. Oh. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. The Nitty Kitty Club. Bartholomew Montamu's pride and joy. No amount of bright lights and dazzling colors can hide the sleaze, though. Can't do anything to that. I hope the cocktails inside taste better than the mix of stale booze, bodily fluids, and distilled shame that covers the walls outside. Was für Körperflüssigkeiten mögen das wohl sein? Bartholomew clearly spared no expense. That's not my sort of thing. I really don't think I should lick this sign. There's some gunk on it. That doesn't have any fingerprints to lift. Oh, das auf dem Boden haben wir noch nicht gesehen. I'll scoop some of these up for later. Bitte? That can't possibly appreciate this cake as much as I do. Ich dachte, wir können ihr das an die Füße schmieren oder so. Und dann geht sie raus, weil sie keinen Bock mehr hat. That can't possibly appreciate this cake as much as I do. Kuchen. Kuchenkrümel. Da habe ich nur eine Idee. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Würde ich jetzt sagen. These are crumbs? I feel an odd sense of familiarity, like I used to understand them better. Okay. Das funktionierte nicht. Aber Storm denkt, sie kennt die besser. Ja, das mit Storm macht ja auch Sinn tatsächlich. Das macht sehr viel Sinn. Dass sie die mehr oder minder kennt. Also nicht unbedingt die, aber
care for some cake crumbs, Pepe? Cake crumbs? Where's the rest? Oh, you know, places. Okay, er will keine. Cake won't help here. Cake won't help here. Oh, Idee. Idee. I don't need to stick that down. It isn't going anywhere. That can't possibly appreciate this cake as much as I do. Cake won't help here. Cake Nicht? won't help here. Kuchen hilft überall. That can't possibly appreciate this cake as much as I do. Give me a drink and I'll give you these cake crumbs. Wow, Kitty has such good deals. Really? Niet, no drink for Kitty. Okay, der Versuch war schön. Okay, irgendwas. Ich habe eine Idee. Die Frage ist jetzt bloß, brauchen wir den kompletten Kuchen aus dem Hauptquartier oder brauchen wir... Warum haben die da Brezel hängen? Also ich finde das cool, aber warum haben sie da Brezel hängen? Oder brauchen sie das hier? If you enjoyed this book, try the prequel. 8 Great Plates of Dates. Okay, das funktioniert nicht. Können wir das hier reinstellen? That won't work. Okay, schade. Gut, wenn das nicht funktioniert, können wir Tabby... I was about some cake crumbs. Just crumbs? Too generous, sir. Okay, sie hasst uns auch. Kaffeemaschine. Was können wir denn mit der Kaffeemaschine machen? Coffee in a glass? It'll burn my normal-sized paws. Gut, das dürfen wir auch nicht tun. Die Die Frage ist, was für ein Kuchen ist das? Weil wenn es ein Erdnusskuchen ist, beziehungsweise, ne? What sort of monster would do this to a helpless cake? Was bist du für ein Kuchen? Goopy. Yuck. I can't do anything with this. Whiskers. Oh, that icing is overpowering. I can't even tell what flavor the cake is. Ja, aber ich würde gern wissen, was für ein Flavor der ist. Weil vielleicht hat er ja was mit Erdnüssen zu tun. Also ich gehe mal nicht davon aus tatsächlich, aber... How's about some cake crumbs? Am I a gerbil, Cuddles? Nibbling on crumbs? I would not even taste such a small serving. Okay. Ich habe keine Ahnung. Absolut keine. Das Einzige, was wir jetzt vielleicht noch tun können, ist mit Storm sprechen.
So you need to know your purpose before you'll go back to Pepe. Yes, Mr. Cuddles. I need to know why I was created. I cannot merely be your plastic pal who's fun to be with, as my manual claims. I'll keep looking. Chat later, Storn. Ich frage mich halt auch, was können wir mit der Mülltonne machen? Ach, den Mond über können wir auch noch. Lovely full moon tonight. Oh, yeah, just pull it out of the sky. Good luck with that. Where would I even put it? In die Tasche. I should keep away from there. That takes Okay, you das straight to können wir auch Murder nicht. Death Street. Das können wir doch mit der Mülltonne machen. Da haben wir eigentlich auch alles probiert. My guess, 40% rat by volume. Warum haben wir den Kuchen? Warum haben wir den Kuchen? That can't possibly appreciate this cake as much as I do. Cake won't help here? Wie schaffen wir es, an diese blöden Erdnüsse zu kommen? Can't possibly appreciate this cake as much as I do. That can't possibly appreciate. Ich will das doch irgendwo dran schmieren. Vielleicht Cake won't help here. kriegen wir dann die Erdnüsse, aber That can't possibly appreciate this cake as much as I do. können wir Dingens dem Kuchen geben hier? Das wäre natürlich... Here are some cake crumbs. Cuddles, why are you carrying cake crumbs around? I like the company. Okay, funktioniert nicht. Diese Leiche. Ich komme nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Dann speichern wir das Ganze und lassen es erstmal für heute. So. Dann machen wir es so, war ja heute eh nur mal zwischengeschoben. Und dafür haben wir tatsächlich echt lange gemacht, finde ich. Aber, ja, ja. Dann ist es so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann müssen wir mal gucken, wann wir weitermachen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aber... Oh Gott, ist das laut. Aber da müssen wir mal gucken. Kann 4 Stunden? Was ist 4 Stunden? Ja, wie gesagt, dann gucken wir mal, wann wir weitermachen und... ach, knapp 4 Stunden. Ja, das stimmt. Ach, jetzt bist du wieder da, ne? Weißt du. Gut. Dann müssen wir mal gucken, wo wir weitermachen. Dann lese ich mich vorher noch mal rein. Entchen wollte mir ja nicht helfen. Und... Ich habe es aus dem Nebenzimmer gehört. Was? Das habe ich nicht gehört. Das habe ich sogar noch gesagt, als du da warst, habe ich dich noch gefragt. Nee, gut. Wie gesagt, dann beenden wir für heute und dann lese ich mich da selbst rein und dann schauen wir mal demnächst, wie wir weiterkommen. Ich will mich halt auch nicht zu sehr spoilern, aber das kriegen wir schon hin, sonst macht Olli das.
Und bin zwischendurch weggeknickt. Ja, das darfst du dann natürlich nicht, wenn du sagst, dass du die Dingens und so. Dann komm lieber gar nicht. Es ist doof, aber dann ruh dich lieber aus. Nee, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, dann machen wir weiter und dann schauen wir mal, wie es wird. Bis dann. Tschüss. So, dann müssen wir mal hier noch ein bisschen lauter machen.